Ja, wir sind im Ford-Werk Saarlouis. Da vorne ist es. Eines der längsten Bauwerke im ganzen Saarland. Zumindest mal hier im Presswerk. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und wir werden uns heute mal zum Thema Ausbildung umschauen, wenn du dich mal vorstellst. Ja, ich bin der Wolfgang Buchheit und ich bin hier für Ausbildung zuständig. Ja, heute habt ihr Tag der offenen Tür. Das bedeutet, es gibt ganz viele Stationen. Ganz genau. Wir wollen heute unsere 3 Berufe und auch das duale Studium, das wir hier ausbilden, vorstellen und somit zukünftigen Auszubildenden die Möglichkeit geben, so ein bisschen zu schnuppern, wie das bei uns funktioniert. Ja, wir sind in Saarlouis. Ihr bildet was aus hier? Wir bilden den Elektroniker für Automatisierungstechnik, den Industriemechaniker und den Kfz-Mechatroniker aus. Und in der dualen Ausbildung, wir nennen das DUTU, das ist Studium in Maschinenbau und Ausbildung zum Industriemechaniker. Ja, was ziemlich stark ist, bis 31.12.2019 kann man sich bewerben. Ihr sucht jede Menge Auszubildende, muss man sagen. Männlich, weiblich, divers, spielt keine Rolle. Und ich sag mal, es ist noch nicht zu spät, auf gar keinen Fall. Es fängt jetzt teilweise erst an. Ganz genau, es ist noch nicht zu spät und wir freuen uns über jede Bewerbung, die in den nächsten Wochen und Tagen und Monaten hereinkommt. Bis zum 31. Dezember sind auf jeden Fall die Kanäle offen geschaltet. Ja, und wir schauen uns jetzt mal um. Bis gleich. Der Tag der offenen Tür bei Ford, ja, diesmal Grundausbildung Elektrotechnik. Ja, erzählen wir auch ein kleines bisschen von der Halle, aber nicht allzu viel. Ja, dort arbeiten Tausende von Menschen. Ja, so ist es. Und hier im Rohbau werden die Karosserien von unseren Fahrzeugen hergestellt. Das heißt, wir werden mit ein bisschen Glück auch jetzt ganz viel Blech sehen, aber wir sehen auf jeden Fall ein paar Anlagen und da müssen auch unsere Azubis durch, wenn sie in die entsprechende Werkstatt wollen. Okay, das heißt also, das ist im Prinzip hier hinten, kann man durchgucken. Ich sage, jemand, der hier im Werksdienst ist, gibt es Fahrräder hier oder gehen die alle zu Fuß? Nein, es gibt natürlich auch Fahrräder hier, weil die Strecken sind dafür viel zu weit. Da würde man viel zu lange dafür brauchen. Da vorne sieht man jetzt so ein kleines bisschen, wollen wir jetzt mal nicht en Detail, ist ja alles geschützt. Genau und so weiter und so fort, Roboter pur. Und da vorne ist die Abteilung Elektrotechnik. Genau, und hier ist die Lehrwerkstatt Elektro für die Grundausbildung und da gehen wir jetzt gleich rein. Super. Zurzeit Samstag ist kein Betrieb hier an der Halle? Nein, zurzeit ist an Samstagen nutzen wir hier umzubauen und entsprechend Wartung und Instandhaltung zu machen. Ja, Elektrotechnik heißt aber auch, da geht es nicht um die Fahrzeuge selber, da geht es um eure Fertigungselektrik? Genau so ist es. Ne? Genau so ist es. Wir brauchen Fachleute, die in der Lage sind, die komplizierten Anlagen instand zu halten und zu warten. Und dafür ist der Beruf des Elektroniker für Automatisierungstechnik wichtig. Und hier ist die Werkstatt für die Grundausbildung zu diesem Beruf. Ja, das heißt, ihr könnt auch mehrere Leute gleichzeitig dann üben? Ganz genau. Hier an den Tafeln werden dann Schaltungen gesteckt, um einfach Grundverständnis für die Frage zu erlangen, wie funktioniert das mit dem Strom. Den kann man ja nicht sehen. Wenn man ihn spürt, dann hat man Pech gehabt. Und es geht dann letztendlich nur so, dass man tatsächlich auch ein Kabel mit 2 Buchsen mit einem Kabel verbindet, um so besser nachvollziehen zu können, wie es funktioniert. Also die meisten Elektriker sagen ja mal, irgendwann hat jeder mal einen Stromschlag bekommen, das muss aber nicht sein. Also wenn man sich ordentlich vorbereitet, kein Leichtsinn hat, dann ist der Beruf Elektrotechnik sehr sicher. Ganz genau und auch das ist einer der wichtigsten Punkte, die 5 Sicherheitsregeln für unseren Elektriker. Da legen wir natürlich sehr großen Wert drauf, das wird am Anfang behandelt und es wird ständig im Rahmen der Berufsausbildung wiederholt. Ja, hier sieht man ein bisschen was, ein Azubi zeigt mal ein bisschen was, Leon Schmidt, ein Frequenzumrichter. Ganz genau. Und hier geht es halt darum, dass wir verschiedene Anlagen im Betrieb haben, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten laufen müssen. Und damit der Elektromotor genau die richtige Geschwindigkeit kriegt, die er braucht, steuern wir das über einen Frequenzumrichter. Ja, schon ganz, ganz große spätere Azubis, die da sind. Aber es ist auch so, dass Familien kommen natürlich mit den Söhnen zum Beispiel vorbei, informieren sich früh genug. Sie kommen teilweise schon sehr früh, das heißt, Leute machen sich Gedanken, oder? Ja, Gott sei Dank. Das Thema Berufsausbildung ist ja wichtig und wir freuen uns natürlich auch, wenn die ganz Kleinen schon mal hier waren und sich ein Bild davon machen, wie denn sowas aussieht. Zeig das mal so ein bisschen. Das Coole ist, Technik zum Anfassen, eigentlich fast wie in einem Museum so ein bisschen, ja, wo man Experimente hat. Ja, ganz genau. Und es ist aber auch wichtig, letztendlich auch sowas im Muster aufzubauen, damit auch unsere Azubis am Anfang einfach mal verstehen, wie die Funktionalität dieser Bauteile ist. So, hier wird ein Motor gesteuert über die Frequenz. Wird die Drehzahl gesteuert? Genau. Und zwar so wird das gemacht, dass der Frequenzumrichter, kann im Endeffekt die Eingangsfrequenz, weil unser Netz hat normalerweise etwa 50 Hertz, sollte es haben in Deutschland. Und mit den 50 Hertz kann der Motor durch bestimmte Wicklungen und sonst was nur eine bestimmte Drehzahl fahren. Und damit man die werden immer gleich quasi. Ja, kommt darauf an natürlich, wie das in den Motor verregelt ist. Wir können unterschiedliche Drehzahlen haben, je nachdem wie sie vom Werk kommen bzw. eingebaut wurden. Hat was mit sogenannten Polen zu tun.
Und je nachdem, wie viel Pol es hat, kann er bestimmte Drehzahlen haben. Aber da man zum Beispiel in der Baumaschine hat man meist ja nur 2 Drehzahlen, aber wenn wir zum Beispiel jetzt variable Drehzahlen haben, hat man den Frequenzumrichter eingeführt. Weil dieser Frequenzumrichter hat die Möglichkeit, dass man die Frequenz, die ausschlaggebend ist, unter anderem neben dem Polpaar, dass man auch hingehen kann und über die Frequenz die Drehzahl ändern kann. Hat den Vorteil, dass man auch zum Beispiel über so einen Potentiometer wie hier, dass man einfach hingehen kann und die Drehzahl einfach daran ändern kann. Weil er macht jetzt daraus die Frequenz, die man hier angezeigt bekommt, ändern. Und durch die veränderte Frequenz fährt der Motor in einer anderen Geschwindigkeit. Ja, ich verstehe. Das heißt, auch das lernt man, das sind Grundlagen im Prinzip, die aber hier im Werk angewendet werden. Auf jeden Fall. Weil jede Anlage muss ja irgendwie auch verfahren werden. Zum Beispiel unsere Bandanlagen überall im Werk müssen ja irgendwie auch angefahren werden. Ich zeige das mal gerade. Hier vorne ist zum Beispiel jetzt gerade ein Band. Das ist so eine typische Steuerung von einem Band? Kann man so sagen, würde ich behaupten. Ich bin jetzt Aber jetzt ist jetzt eine Übung, sage ich mal hier, ja. Ja, genau, es ist eine Übung. Und natürlich, wie das jetzt genau in unserem Unternehmen aussieht, kann ich das schlecht sagen, weil ich selbst da noch wenig unterwegs war. Weil im ersten Ausbildungsjahr ist man hauptsächlich ja hier unterwegs. In der Lehrwerkstatt. Genau. Und im zweiten Ausbildungsjahr kommt es erst zum Betriebseinsätzen, wo man dann auch die Anlagen, die wir hier haben, auch wirklich sieht, anfassen kann, sage ich mal, und auch erleben kann. Aber es ist nicht so, dass hier die Azubis ins kalte Wasser geschmissen werden, da ist immer jemand dabei, oder? Natürlich, weil man wie jeder von zu Hause auch weiß, wenn man eine Spannung gegriffen hat, das ist nicht so ungefährlich. Und damit nicht einer zu Tode kommt, haben wir immer einen Ausbilder hier, sehr viele Sicherungsmechanismen, die dafür sorgen, dass auch keiner zu Tode kommt, weil das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und ja. Okay, das heißt auch nicht leichtsinnig sein. Es gibt da Schutzbestimmungen, die ganz wichtig sind. Zum Beispiel, was ist ganz wichtig? Dass man immer darauf achtet. Also es gibt die 5 Sicherheitsregeln, die sind auch da oben zu finden, die kennt auch jeder Elektroniker, weil die sollen dafür verhindern, dass man einen elektronischen Schlag abbekommt. Das sind welche? Die 5 Stück? Alle 5. Okay. Das allererste muss man erstmal die Spannung freischalten. Heißt, damit die Spannung nicht mal anliegt. Dann muss man gucken, sicherstellen, dass die auch wieder abgeschaltet wird. Dass sie nicht wieder eingeschaltet werden kann. Entschuldigung. Also gegen Wiedereinschalten sichern. So, dass da nicht irgendjemand steht, der den Schalter wieder anmacht. Genau. Wenn zum Beispiel da hinten ein Sicherungskasten einfach hingeht und den Schalter aus, also den, zum Beispiel den LS-Schalter, kennt man ganz zu Hause ganz oft, den einfach den Kippschalter umlegt, ist zwar die Spannung abgeschaltet, aber jeder Idiot könnte mal hingehen und das Ding einfach anschalten. Und wenn jetzt man zum Beispiel in der zweiten Etage arbeitet und unten macht er mal die dran, das sieht man ja nicht. Und damit das nicht passieren kann, muss man wieder verhindern, dass es irgendjemand machen kann. So, zum Beispiel, wie geht das dann? Indem man ein Schloss dranhängt, beispielsweise. Gut. Das heißt, man kann auch mal öfters diese Unterverteilung abschließen. Okay. Dann muss man auch weiterhin das Kennzeichen, dass gearbeitet wird. Das heißt, wir haben hier im Werk... Das heißt, ein Schild drauf machen, hier wird gearbeitet, nicht mehr einschalten. Genau, zum Beispiel. Da gibt es auch Vorlagen hier im Werk unter anderem, die dafür ausgeführt werden können. Und wo auch draufsteht, wer dafür zuständig ist. Also wir haben also erstmal Spannung freischalten, Wiedereinschalten sichern, dann Spannungsfreiheit prüfen. Das heißt, nur weil man den Schalter umgelegt hat, heißt ja nicht gleichzeitig, dass auch der Schalter wirklich für die Steckdose war, die auch zuständig war. Und damit kann man einfach, muss man mit einem Dipol-Messgerät rangehen und auch ja nachtesten, okay, es ist auch keine gefährliche Berührungsspannung mehr da. Und erst dann darf man an die Anlage auch rangehen und wirklich was daran machen. 4. Er hat nun Kurzschließen, weil, wenn man beispielsweise große Anlagen hat, draußen das BD-System, was wir hier haben beispielsweise, jetzt kommt es dazu, die haben mehrere Einspeisungsfälle öfters mal. Das heißt, man macht dann den einen zwar die ausschalten oder auch an anderen Stelle auch ausschalten, aber wenn jetzt irgendwo einer nochmal zuschaltet, soll dadurch verhindert werden, dass es überhaupt noch eine Spannung ankommt. Das heißt, durch dieses Kurzschließen löst automatisch das Sicherheitsorgan aus, beziehungsweise auch durch die Erdung. Das heißt, es kann auf keinen Fall passieren, dass irgendeine Spannung ankommt, weil das Sicherheitsorgan liegt auf jeden Fall schneller aus, als dass die Spannung anliegen kann. Okay, das heißt, es wird im Prinzip ein Kurzschluss erzeugt. Wenn einer dann noch einschalten würde, der Erdschluss, genau, alles klar. Auf jeden Fall ein Fehlerstrom, der zur Auslösung führt. Genau. Nummer 5. Die letzte ist auf jeden Fall nochmal, dass man halt benachbarte Teile, die unter Spannung stehen, abdeckt oder also abschrankt oder abdeckt. Weil wenn man jetzt beispielsweise einen Schaltschrank hat, da sollen die eine Anlage noch weiterhin laufen, das eine Band, weil da gerade noch gearbeitet wird oder die Produktion am Laufen ist, soll dann nicht gleichzeitig, wenn man nur da arbeiten will, alles abgeschaltet werden. Sondern nur da, wo halt ein Fehlerfall vorliegt. Das heißt, man geht hin, macht die eine ausschalten und da, wo eine Spannung ist, muss man so dafür sorgen, dass auf keinen Fall, dass man dagegen kommt. Oder dass Leute dagegen kommen. Also man hat eine Anlage, wo was offen rumliegt, wo Spannung noch da ist. Da muss man mit den Bändern alles abschließen und gucken, dass keiner auf jeden Fall dahin kommt und zu Schaden kommt. Ja, hat er es gut gemacht? Hat er gut gemacht, ja. Und dass es schwierig ist, so aus der Situation raus das dann zu beschreiben, ist nachvollziehbar. Wichtig ist, dass die wichtigsten Dinge sitzen. Ja, danke. Ja, das ist so. Und dass man natürlich auch nicht leichtsinnig wird. Das ist ja so nach dem Motto, ach, ich drehe ja nur eine Glühbirne rein oder ich schraube ja nur mal eben was an. Das kann immer passieren und dann steht man vielleicht auf der Leiter, fällt runter. Das kann ganz schnell böse enden und das wollen wir hier verhindern. Deswegen lernen wir das hier. Danke. Ja.
Orange, das ist wahrscheinlich die Farbe der Elektrotechnik. Nee. Ja, das ist nicht nur die Farbe der Elektrotechnik, das ist Farbe von Ford. Also das ist die Standardkleidung, wie sie hier jeder Mitarbeiter anhat. Ne? Diese Hose und dieses T-Shirt, das ist das Erkennungsmerkmal. Früher war es der Blaumann und heute ist es diese Farbe. Der Orangemann. Ja. So, wir fangen mal links an. Wenn du dich mal vorstellst. Ja, ich bin Janik Lang, 20 Jahre alt. Ja. Zweites Lehrjahr jetzt. Zweites, jawohl. Und der Beruf? Elektroniker für Betriebstechnik. Warum hast du das gewollt? Einfach, weil es ein zukunftsorientierter Beruf ist. Es ist einfach, ich wollte jetzt Industriemechaniker neben mir lernen. Ich dachte einfach, die Elektronik ist jetzt für die Zukunft das Bessere. Ja. Es ist schön hier. Klar, macht Spaß, macht mir. Der Christian Spieß. Ja, der Vorteil ist, ihr habt alle Namensschilder an. Ich finde das richtig toll. Ja. Das macht es natürlich sehr, sehr einfach. Auch du machst das selber, oder? Ja, genau. Ich bin auch Elektroniker für Betriebstechnik im 2. Lehrjahr. Jo. Aber ist das schön, so eine Ausbildung zu machen als Elektroniker? Ja, es macht sehr viel Spaß, ja, auf jeden Fall. Ja, also im 1. Lehrjahr, da macht man eher so Installationstechnik und so im 2. Lehrjahr, da macht man eher sowas mit Programmieren, ja. Okay, das heißt, wenn man fertig ist, ist man auch privat sehr gefragt, oder? So die Nachbarschaftshilfe, so wenn man mal einen Stromkasten reparieren muss, das kann man dann. Das könnte man schon machen, ja. Okay, das könnte man schon machen, ja. Wenn denn der Elektrotechniker, der Meister anschließend da ist, der das abnimmt, ja. Fabiano, habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, auch du machst dasselbe? Genau. Und auch bei dir, was ist Ford für dich? Wenn du mal kurz einfach mal sagst, was dir so einfällt, wenn du an Ford denkst. Also man versteht sich mit allen hier. Ist wie so eine kleine Familie, sage ich jetzt mal. Okay. Ja. Und du bist der? Riccardo. Riccardo. Ihr habt alle italienische Namen. Ist das hier die Voraussetzung, hier zu arbeiten? Nicht unbedingt. Ja. Cool. Auch dir macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Okay. Dich hatten wir gerade. Ja, Sagen wir mal kurz, der Kevin. Ja, mir macht der Beruf auch sehr viel Spaß. Das Lehrjahr, in welchem Lehrjahr bist du? Im 2. Zweiten Lehrjahr. Ist das hart, so die Ausbildung schon mal? Muss man viel lernen? Ja, schon. Also es ist anstrengend und anspruchsvoll und sagen wir es mal so, es zahlt sich aber auch aus. Man lernt viel davon. Ganz schnell mal eine Abfrage, das Ohmsche Gesetz. U gleich einmal I. Ja, das war einfach. So, der Julius Schönberger, ja, auch du kennst das Ohmsche Gesetz? Ja. R ist gleich? U mal I. Ja. Das sind aber ganz einfache Fragen. Das heißt, was so üblicherweise auch gelehrt wird, das ist wahrscheinlich viel komplexer als nur das Ohmsche Gesetz, oder? Ja, das ist jetzt, sage ich mal so, die Grundvoraussetzung, Ohmsche Gesetz und alles, aber es ist schon viel komplexer als nur diese 1, 2 kleinen Formeln, die man jetzt auch schon, sage ich mal, in der Schule aufgedrückt bekommt. Ist schon intensiver. Okay, das heißt, ihr wisst auch, wie zum Beispiel der Leitungsverlust ist, Spannungsverlust, was für einen Durchmesser eine Leitung haben muss, das wisst ihr alles. Ja, sowas sollten wir schon wissen, alles genau. Ja, das kriegt man alles. Basics, genau. Okay. Dankeschön, euch allen. Ja, vielen, vielen Dank und viel Spaß noch heute. Tag der offenen Tür, ja. Wenn es der Elektriker nicht reparieren kann, dann kann es keiner. Das witzig, Sprüchesuche. Ja, und die Elektriker sind ja sehr selbstbewusst und gehen davon aus, dass ohne sie überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich selbst bin ja Metaller und sage natürlich, wenn ihr das Gehäuse nicht habt, braucht ihr auch keine Elektronik einzubauen. Also ihr seid wichtig und ihr seid gut und wir sind froh mit euch. Aber macht euch nicht wichtiger, als ihr seid. So, es geht hoch, wir gehen mal hoch. Ja, eine kleine Sache, eine kleine Videowand. Willkommen bei Ford. Elektronik, Lauflicht. Ja, das wird hier gemacht. Es gibt 2 Seiten. SPS. SPS, ja. Wir gehen zuerst mal in den SPS-Raum. Speicherprogrammierbare Steuerung. Hier sieht man die Steuerung von der Ampelanlage und da ist der entsprechende Schulungsraum dazu. So, willkommen am Tag der offenen Tür zum Anfassen. Und da ist der Schulungsraum. Das ist auch wirklich der Schulungsraum. Das ist jetzt nicht nur für den Tag der offenen Tür. Hier wird tagtäglich... Genau, das ist hier der Schulungsraum. Hier wird tagtäglich das Thema SPS behandelt. Das ist ganz wichtig. Ohne speicherprogrammierbare Steuerung würde uns in unserem Werk sich kein Rad drehen. Ja, stark. Also normalerweise ist es ja so, dass in der Berufsausbildung der Part ja eigentlich die Berufsschule macht, ja, hauptsächlich, oder beziehungsweise die Innung. Das habt ihr alles intern? Das haben wir alles intern. Wir sind ja ein Industriebetrieb. Insofern haben wir mit unserer Lehrwerkstatt natürlich all diese Themen übernommen. Die Schule legt die Grundlage dazu, viele theoretische Inhalte, aber es wird hier ausgeweitet und wir haben Ausbilder, die speziell auf diese Themen ausgebildet und trainiert sind und dann wird das hier in Wochenkursen behandelt.
Ja, vorne sieht man es schön, das ist eine kleine Ampelanlage. Die könnte jetzt auch an irgendeiner Straße eingebaut sein. Siemens macht die sogar. Genau, und die könnte da drüben am Röderberg hier bei uns ganz in der Nähe auch so stehen. Und das ist dann auch immer ein schönes Beispiel, wo man einfach sagt, wie funktioniert eigentlich so eine Ampelanlage und wie könnten wir das mit einer einfachen SPS auch nachstellen. Da ist Siemens wirklich marktführend, oder? Das mag so sein, da kenne ich mich nicht so gut aus. Die Simatic, das sieht man hier überall. Also bei der Steuerung, ja, da ist das meinte ich jetzt, ja, bei der Steuerung. Weil überall ist jetzt Siemens hier im Einsatz. Das sind auch die Dinge, die bei euch dann im Werk dann praktisch angewendet werden. Ganz genau, das sind also die Bauteile, so wie sie 1:1, zumindest mal die oberen, dass man oben sieht, wie sie 1:1 dann auch im Werk verwendet werden. Genauso sind sie eingebaut in die Anlagen. So, er drückt mal kurz auf ein paar Taster, wenn ich dich mal ganz kurz stören darf. Was sieht man hier? Das ist ein ganz einfaches Programm, da sind einfach nur die Eingänge mit den Ausgängen verknüpft und je nachdem, welchen Eingang man halt betätigt, blinkt der Ausgang mit einer verschiedenen Frequenz. Das ist halt für den Einführungslehrgang, dass man das Ganze einfach mal kennenlernt und das erste einfache Programm schreibt. Also im Prinzip habe ich denn quasi eine Art Schütz dazwischen. Ich habe nicht direkt geschaltet, sondern über das Relais. Oder wie? Ja, das ist eine speicherprogrammierbare Steuerung. Das ist sowas wie ein kleiner Computer. Ja. Die hat halt Eingänge und Ausgänge. Und dadurch werden die Industrieanlagen halt gesteuert und ich kann jetzt halt, je nachdem welcher Eingang wie angesteuert ist, einen Ausgang ansteuern. Das heißt, ich spare mir diese ganzen Schütze, ich brauche am Ende nur noch Leistungsschütze, um zum Beispiel einen Motor anzusteuern. Achso, könnt ihr dann frei programmieren? Genau, die ist dann frei programmierbar und ich spare mir jetzt die ganze Steuerung über Schütze. Ich bin halt viel flexibler, weil ich das Programm jederzeit ändern kann. Lehrjahr bei dir? 3. Lehrjahr, aber ich ziehe vor. Also ich mache jetzt Ende des Jahres die Prüfung. Ja. War das schwer hier, die Ausbildung, oder ist man hier gut bedient? Das heißt, man kriegt vieles beigebracht? Man ist gut bedient, also man kriegt vieles beigebracht. Man muss halt ein bisschen Interesse dafür haben, auch ein bisschen mathematisches und technisches Verständnis, aber es ist eigentlich für jeden machbar. Okay, das heißt auch privat kann man ja mittlerweile auch solche Schaltungen nachbauen, zum Beispiel mit Kleinst-PCs, so Einplatinen-PCs. Da geht das auch mit so Aktoren, die dahinter geschaltet werden? Ja, das ist auch machbar. Das ist halt nicht das, was man in der Industrie macht. In der Industrie setzt man hier auf die speicherprogrammierbaren Steuerungen, aber... Wenn man jetzt auch Spaß das zu Hause machen würde, zum Beispiel, man sagt, der Pool, wenn der voll ist, soll, was weiß ich, die Wasserzufuhr ausgehen, dann können wir das programmieren. Ja, genau. Das lässt sich halt auch zu Hause mit so Kleinst-PCs programmieren. Wenn man hier mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, ist das auf so ein System zu übertragen auch nicht so schwer. Das ist die Profitechnik hier, richtig? Ja, genau. Das ist halt einfach ausfallsicherer und auf den Dauerbetrieb ausgelegt. Ja, darf ja auch nicht kaputt gehen. Hier sieht man eine kleine Ampel, die funktioniert? Ja, genau, das ist einfach eine Ampelkreuzung. Da hat halt die Hauptstraße dauerhaft grün, wenn halt kein Auto da ist. Und wenn jetzt zum Beispiel von der Seite ein Fahrzeug kommt und den Sensor betätigt, dann wechselt die jetzt halt für die Hauptstraße auf Rot und für diese Seitenstraße auf Grün, dass die halt abbiegen können. Süß. Aber es funktioniert. Wäre dann praktisch so oder so ähnlich, wird dann auch eine richtige Ampel geschaltet. Ja, genau, da sitzt auch so eine Steuerung drin, die das halt steuert. Das sind dann meistens zwar für Ampeln speziell ausgelegte Steuerungen, aber das ist genauso programmiert. Ich habe noch eine Frage. Als Sie sich hier beworben haben, wie war denn das Bewerbungsgespräch oder wie sind Sie auf Ford entsprechend aufmerksam geworden? Ich habe halt einfach nur eine Firma gesucht, wo ich halt als Elektroniker lernen kann, weil ich mich halt dafür auch schon immer interessiert habe. Und Autos ist auch nicht so das Uninteressanteste. Ich wohne hier in der Nähe und dann hat es sich halt angeboten, sich bei Ford zu bewerben. Ja, und jetzt so nach 3 Jahren sind bald fertig. Sie würden es nochmal machen bei Ford? Ja, ich würde es nochmal hier machen. Wie gesagt, die Ausbildung ist relativ gut. Es ist interessant, die Ausbilder sind nett. Und es ist nicht wie vielleicht bei anderen, dass man rausfährt und kloppt erstmal Schlitze mit der Hilti, oder? Den ganzen Tag. Nee, hier macht man halt viel nur in der Ausbildungswerkstatt. Man ist später auch dann ab und zu mal so eingesetzt in der, unten im Betrieb, wo man halt dann da wirklich mal die Praxis kennenlernt. Aber auch hier macht man halt dann viel halt sowas, wo man zwar Praxis macht, aber nicht stupide immer dasselbe, sondern wo man wirklich was lernt im Vergleich zum Handwerk. Ist das Geld, was man bekommt, das langt zum Leben schon mal, wenn man jetzt nicht bei den Eltern noch wohnen würde? Kann ich nicht viel zu sagen, aber also ich glaube wirklich, wenn man eine Wohnung davon bezahlen muss, ist es vielleicht schon mal ein bisschen knapp, aber... Nebenjob, ansonsten hilft die Mama oder der Papa ein bisschen bei. Ja, genau. Okay, klasse. Ja, vielen Dank, David Brosett, richtig? Brosette. Vielen, vielen Dank. Ja, und hier ist ein richtiger Crack, Patrick Wachs. Ihr habt Tic-Tac-Toe gebaut mit einer Simatic HMI. Das kann man auch machen, ja. Muss man nicht, aber das System kann man so programmieren, dass man Tic-Tac-Toe machen kann. Ja, genau. Wir hatten halt zwischendrin ein bisschen Freizeit, haben dann unsere Simatic-Steuerung so programmiert, dass wir 2 von den HMIs gegenüber haben. Und man kann dann halt mit 2 Spielern gegeneinander sich im Tic-Tac-Toe duellieren damit. So, jetzt müssen wir nur noch jemanden auf der anderen Seite haben. Wer mag mal kurz rübergehen?
der mal drückt. Und ja, auch hier ist eine Software dahinter. Genau, ja, das haben wir komplett selbst geschrieben. Das läuft hier auf unserer SPS drauf und wir haben halt 2 von diesen Simatic HMIs an die SPS angeschlossen, die dann halt die Bilder anzeigen und halt gleichzeitig als Touch-Bedienteil dienen für das Spiel. So, bitte einmal spielen. Bitte nicht gewinnen lassen. Ein uraltes Spiel, unentschieden. Ja, so ist es, der klassische Ausgang. Ach, das ist unentschieden, das heißt, es wertet auch gleich aus, ob jemand gewonnen hat? Das Spiel wertet komplett selbst aus, wer gewonnen hat und der Spieler startet noch immer abwechselnd, dass da keiner im Endeffekt einen Vorteil von ziehen kann. Auch bei Ihnen so die Ausbildung hier, die Ausbilder, die haben es drauf? Absolut, ja. Also wenn man eine Frage stellt, sie sind sofort bereit, das Ganze zu beantworten, nehmen sich auch wirklich Zeit. Also selbst wenn sie mal recherchieren müssen, das kommt natürlich auch mal vor, ne? Aber man kann sich darauf verlassen, dass man auf jeden Fall eine kompetente Antwort bekommt und ja, auch immer was von lernen kann. Ja, wenn man Elektroniker ist für Betriebstechnik, ist man anschließend sehr wertvoll, auch im Bekanntenkreis, oder? Das stimmt, man merkt schon. Kannst du mal hier machen, kannst du mal da machen, meine Lampe geht nicht mehr, kannst du mal gerade vorbeikommen. Das kommt schon öfters vor, dass man da mal auch was mithelfen muss, ja. Also Sie machen sich um die Zukunft keine Sorgen mehr mit dem Beruf, oder? Absolut nicht, nee. Es ist ein absolut zukunftssicherer Beruf. Selbst wenn jetzt der Ausbildungsberuf wechselt zum Automatisierungstechniker, hier im Werk hat man auf jeden Fall Zukunft und generell heute die Industrie ist so groß, gerade mit den neuen Standards, Industrie 4.0. Man wird immer gesucht als Elektriker, ja. Ja, das Thema Fortbildung, Sie sind jetzt in welchem Lehrjahr? Ich bin jetzt im 3. Lehrjahr, also quasi im 4., weil wir haben ein Lehrjahr vorgezogen. Das ist hier möglich bei Ford. Also ich kann entweder um ein halbes oder um ein ganzes Jahr verkürzen meine Ausbildung und dann quasi schon statt nach 3,5 Jahren, nach 2,5 Jahren meine Ausbildung beenden hier. Ja, wenn Sie jetzt bei Ford anfangen würden, wie ist denn da die Weiterbildung? Das heißt, man muss sich ja laufend am Stand halten. Also die Technik ändert sich ja auch öfter mal, oder? Die Technik entwickelt sich stetig weiter, das ist natürlich klar. Man muss sich immer weiterbilden. Und dadurch wird es halt auch notwendig, weitere Kurse zu machen, Lehrgänge zu belegen oder ähnliches, damit man halt wirklich nicht von der Technik überholt wird, weil man ist ja wirklich dafür zuständig, dass die Anlage läuft. Und wenn die Anlage auf einmal mehr weiß als man selber, ist da nicht mehr viel mit reparieren. Ja, da gibt es entsprechende Kurse bei euch, das heißt, die Leute werden permanent geschult. So ist es. Und die Facharbeiter in den Fertigungsbereichen und in den Instandhaltungsbereichen machen natürlich auch regelmäßig entsprechende Kurse, um mit den Technologien umgehen zu können. Okay, hier vorne sind wir, wenn du mal kurz zur Seite trittst, da haben wir so einen typischen Schaltschrank. Auch da gelten die Grundregeln. Wir haben sie eben schon mal von Kollegen erfahren. Es gibt so Sicherheitsregeln, 5 Stück. Genau, es gibt die Standard 5 Sicherheitsregeln, um an unter Spannung stehenden Anlagen, beziehungsweise dann nicht mehr unter Spannung stehenden Anlagen zu arbeiten. Ja, das kriegt man natürlich bei uns hier wöchentlich quasi eingebläut. Die sitzen. Die sitzen auf jeden Fall, die sollte man nachts um 3 können, wenn man wachgerüttelt wird, weil diese Regeln können im Ernstfall wirklich zwischen Leben und Tod unterscheiden. Ich meine, der Elektriker ist kein ungefährlicher Beruf. Wenn es doof läuft und man wirklich ans falsche Kabel greift, kann es echt schief gehen. Und da wird hier auch wirklich darauf geachtet. Also wenn man wirklich an Anlagen steht, ist immer der Ausbilder direkt dabei, ohne dass was passieren kann. Man misst mehrfach nach, hat auch von der Messausstattung her ist man gut ausgestattet, dass man wirklich sich sicher sein kann, das, was ich messe, stimmt. Und dass einem wirklich nichts passieren kann. Ja, Dankeschön. Patrick Wachs, danke. Guck mal, Wolfgang, ich zeig mal gerade was. Der Fuhrpark wächst weiter. Ihr habt ein Plakat gemacht, da sind alle Fords drauf. Ja, oder genau. Viele. Und das ist ganz neu und das fängt an mit dem Modell T, damals von Henry Ford, die Tin Lizzie, ne, und geht über die vielen, vielen, vielen Jahre bis zum ganz neuen Modell aus dem Jahr 2016. Es gibt natürlich auch jetzt schon wieder neue Plakate, die dann bis in die Modelle von 2019 gehen. Ja, vorne ist auch der Verbandskasten, der hängt hier überall, muss man sagen. Der hängt hier überall, logischerweise. Sicherheit geht vor und wenn trotzdem mal was passieren sollte, dann muss natürlich auch schnell reagiert werden. Ja, ihr habt auch Leute, praktisch First Responder, die hier im Werk auch entsprechend geschult sind für Erste Hilfe, gell? Ja, zum Beispiel alle unsere Auszubildenden werden zu Ersthelfern ausgebildet im Rahmen ihrer Berufsausbildung. Wir wiederholen das auch nochmal am Ende der Ausbildung einmal und dann dürfen die sich entscheiden, ob sie es auch später, wenn sie im Betrieb unterwegs sind, weitermachen wollen oder eben nicht. So, hier gibt es Giveaways, habe ich gesehen. Hier gibt es Giveaways, weil es ja auch ein kleines Spielchen gibt und ja, wenn man gewinnt und ich glaube, es ist einfach gemacht, dann gibt es auch ein kleines Giveaway. So, wir sind jetzt hier vorne in dem Labor 2, Sensorik, heißer Draht, Digitaltechnik, Analogtechnik und natürlich die Lötstation. Wir gehen mal kurz rein. Ja, machen wir. Ja, der Elektroniker ist ja ein Beruf, der sehr stark auch in Laborräumen ausgebildet wird und das ist der heiße Draht und die Übung an der Stelle ist halt mit diesem Teil. Der ist ja nicht selbst gebaut, der heiße Draht. Ich habe jetzt schon zweimal verloren. Mal gucken, wie gut das klappt bei mir. Eine gute Hand, hier darf ich ruhen. Hier ist isoliert. Dann lernt man das. Genau.
Oh, da war ich aber nah dran. Und hier ist nochmal eine Ruhestation. Aber wir können es auch mal provozieren. Also wenn ich den Draht berühre. Versuche dein Können. Ja, genau. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Da ist Sensorik, ja. Wichtiges Thema. Ganz wichtiges Messen. Thema. Ja, Messen und Sensoren aller Art. Das sind also gerade auch jetzt Themen, die mit dem Beruf für Automatisierungstechniker noch umso wichtiger werden. Und da geht es halt, dass man unterschiedliche Bauteile aus unterschiedlichen Werkstoffen erkennen kann, ob die aus Metall, Aluminium oder Kunststoff sind. Und für jedes dieser Bauteile gibt es immer auch einen passenden Sensor. Ja, es wird aber unglaublich viel gemessen. Ich wundere mich immer, dass bei der Waschstraße die Trocknungseinheit auch wirklich hochfährt. Ja, das sind wahrscheinlich auch Sensoren im Spiel. Da sind Sensoren im Spiel, sicherlich etwas Optisches. Da sieht man an der Stelle auch sowas, so einen optischen Sensor, der dann reagiert und den Abstand misst zwischen Karosse und dieser Luftführung. So, wir halten mal kurz auf ganz viele Menschen, die hier sind. Ja, es ist gut besucht bei euch heute. Es geht um das Thema Ausbildung. Das sind zum Beispiel so Labornetzteile, die es hier gibt. Also ihr seid gut ausgestattet. Ja, wir sind gut ausgestattet. Die Berufe und im Hintergrund sieht man auch noch mal so eine Stecktafel, so wie wir das früher gemacht haben. Und wir stehen immer noch auf dem Standpunkt, dass wir sagen, bestimmte Dinge, die muss man mal getan haben, von Hand getan haben. Dann setzt es sich und erst später setzen wir es in der Elektronik um. So, hier wird eine kleine Platine wird bestückt und eingelötet. Der Yannick, der hilft so ein bisschen mit. Und ist das schwer? Nee, ist nicht schwer. Das kriegt er hin. Und was wird es anschließen, wenn es fertig ist? Ja, am Ende wird es eine Blinkplatine. Blinkplatine. Und der gute Weller Lötkolben, Magnastat oder was ist das? Wie bitte? Die Spitze, die ist wahrscheinlich entsprechend temperaturgesteuert, schaltet ab. Genau. Die wird halt erhitzt und dadurch wird der Lötzinn auch erhitzt, verflüssigt sich und dadurch kann man es dann festlöten. So, hier haben wir jemand, der wahrscheinlich nicht morgen anfängt hier, oder? Oder bist du morgen hier mit der Ausbildung? Fängst du an? Nee, noch nicht. Ja, reicht schon. Die Mama ist auch da. Guck mal gerade hier rüber. Ja, natürlich auch entsprechend sicher ist es hier. Der Lötdampf, der wird direkt abgesaugt. Genau, der Lötdampf wird abgesaugt. Und wir haben auch hier Werkzeug hingelegt, wenn man eben die Anschlüsse abschneidet. Muss man halt darauf aufpassen, dass man sie nicht ins Auge bekommt, weil die teilweise relativ lang sind. So halt die Finger drauf machen und dann gucken, dass sie nicht unbedingt so weit weg. Das lernt man direkt, oder? Genau. Das sind so die Tipps und Tricks. So, ich gehe mal kurz hier rüber zu euch. Hallo. Immer mehr Frauen bei Ford. Ja, ich muss euch unbedingt mal zeigen. Du bist wer? Rebecca. Rebecca, was ist hier zu sehen? Oszilloskop? Wir haben hier eine 2-Puls-Brückenschaltung aufgebaut. Das ist eine Gleichrichterschaltung. Ist relativ wichtig auch, wenn man sie zum Beispiel im PC benutzt. Und sie macht halt aus der Wechselspannung eine Gleichspannung. So, ich zeige das mal gerade. Ein Gleichrichter. Genau. So, und da vorne sieht man, das ist wahrscheinlich die Wechselspannung noch. Das ist die Wechselspannung, die jetzt aus der Spannungsversorgung kommt. Und das ist die, die negativen Halbwellen wurden jetzt halt umgepolt mit Hilfe von den Dioden. Und wenn wir jetzt den Kondensator noch zuschalten, dann wird das alles noch geglättet. Okay, das ist dann fast Gleichspannung, kann man sagen, oder? Im Prinzip schon, ja. Ja, vielen Dank. Ja, alle sind hoch motiviert. Ihr habt viele Frauen, immer mehr Frauen. Ja, genau. Und das freut mich natürlich auch, wenn heute das alles noch mal so toll hier vorstellen. Ja, und die Mädels, die tragen, ich glaube mal, zur guten Stimmung auch in den Truppen bei. Wolfgang, nächstes Thema ist Metalltechnik. Da bist du zu Hause. Da bin ich zu Hause. Da war ich selbst mal Ausbilder, über 10 Jahre lang verantwortlich für den Beruf Industriemechaniker. Und den bilden wir auch heute immer noch aus. Und das gucken wir uns gleich jetzt an. Genau, du kannst mit Fug und Recht behaupten, dass jemand, der hier aus der Ausbildung rauskommt, der kann feilen. Der kann auch feilen, wobei das heute nicht mehr die Präsenz hat, wie das früher noch war. Aber es muss immer noch geübt werden. Zu einem Mechaniker gehört, solche Dinge zu können. CNC-Maschinen sind das Thema wahrscheinlich, Steuerung. CNC-Maschinen, Roboter, wir werden 3D-Drucker sehen, wir werden natürlich Pneumatik und Hydraulik sehen. Also all das ganze Feld der Technik, wie es in einem Großindustriebetrieb gebraucht wird. Ford zum Anfassen mal. Also normalerweise kommt man ja nicht hier so rein. Und hier links ist dann das Ausbildungszentrum Metalltechnik. Hier oben steht es auch noch mal drauf. Die haben auch was gebaut, was Tolles. Ich zeige es mal gerade. Hier vorne ist eine automatische Seifenblasenmaschine mit CNC-Technik, die hier erstellt wurde
Da ist wahrscheinlich auch eine entsprechende Steuerung drin. Da ist eine kleine pneumatische Steuerung dahinter und das sind halt diese kleinen Gags, die man braucht am Tag der offenen Tür. Hängt normalerweise nicht da. So, das Auto ist auch nicht ja in die Wand eingebaut, oder? Nein, das war zur 40 Jahre Berufsausbildung, also vor etwa 10 Jahren. Jetzt blicken wir auf 50 Jahre Berufsausbildung zurück und zum damaligen Jubiläum wurde dieses Fahrzeug hier an die Wand gehangen. Was wäre denn ohne Azubis bei Ford gewesen in der Vergangenheit, wenn ihr gar keine ausgebildet hättet? Ein Problem, oder? Das ist eine gute Frage und ich habe das gerade auch vor ein paar Tagen ausgewertet. Von den 2500 jungen oder Menschen, die hier eine Ausbildung gemacht haben, sind immer noch über 1800 im Werk. Das heißt also, mehr als ein Drittel unserer Beschäftigten heute sind ehemalige Ford-Auszubildende. Stark. Warte, ich gehe mal kurz hier rein. So, hier ist ja richtig was los. So, gehen wir mal vor. So, die Kennzifferntafel der Berufsausbildung. 1800 sind immer noch hier. 1800 sind immer noch hier. Also das macht deutlich, dass es natürlich eine lange Tradition gibt und dass es eine feste Bindung der Menschen an das Werk gibt und dass die auch gelebt wird. Mega großes Thema CNC. Was heißt CNC? Ja, Computer Numeric Control und hier haben wir jetzt ein paar Anlagen und das hier ist jetzt keine unserer CNC-Maschine, sondern das ist eine Firma, die wir heute eingeladen haben. Das ist ein 3D-Drucker, wenn ich das richtig sehe. Und den kleinen haben wir ja vorhin schon mal gesehen und das ist jetzt etwas richtig Großes, mit dem man dann auch entsprechend große Bauteile herstellen kann. Aber das hier ist zum Beispiel ein Warenautomat, den kann man mit CNC steuern. Vermutlich, ich weiß es nicht. Jetzt steht aber hier ein Fachmann, der uns sicherlich erklären kann, worum es bei diesem Gerät geht. Hahn und Kolb steht auf Ihrem Revers. Ich nehme an, dass Sie der Hersteller sind von der Maschine. Ganz genau, wir stellen die her und vertreiben die auch. Das ist ein typisches Werkzeugverwaltungswerkzeugausgabesystem. Sie können hier quasi Werkzeuge eben verwalten, Sie können Werkzeuge kontrolliert ausgeben und können sie auch dementsprechend nachdisponieren, automatisiert. Das sieht doch so aus, als könnte auch eine Cola-Dose drin sein. Also das heißt, Sie können alles bauen für alle Bereiche. Im Prinzip kann da alles eingelagert werden. Der Automat kommt sogar aus dem Lebensmittelbereich, da liegen Sie gar nicht so falsch. Aber prinzipiell kann man da alles einlagern. Genau. Ja, vielen Dank. Atorn, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Genau. Ja, das ist ein ziemlich großer 3D-Drucker. Ist das ein 3D-Drucker? Das ist ein 3D-Drucker. Ja. Was kann der? Er kann dreidimensionale Bauteile drucken. Okay. Ja, das ist so das, was man vielleicht aus der CT kennt, ein bisschen größer, ein bisschen professioneller. Ja, genau. Sowas wird eher auch jetzt in der Fertigung wird in den Musterbau einfach jetzt eingesetzt. Ich habe eine Gewichtserleichterung, ich kann bewegliche Teile damit drucken. Okay, das heißt, ich kann also innen drin auch Hohlräume drucken, die normalerweise gar nicht gehen. Innen drin ist dann so eine Warmstruktur, damit habe ich die Stabilität, habe eine Gewichtserleichterung. Ja, das linke Teil zum Beispiel ist ein bisschen gröber gedruckt. Die äußere Fläche könnte man auch feiner drucken. Okay. Die Druckzeit war jetzt 12 Stunden. Okay. Ja, wenn ich die äußere Schicht ein bisschen feiner mache, verdoppelt sich natürlich die Druckzeit. Man kann jetzt auch Metall drucken, Sintern? Sintern ja, aber nicht mit diesem Drucker. Das ist eine ganz andere Dimension, da kommen auch ein paar Nullen mehr dazu. Das macht ihr auch? Leider nicht, noch nicht. Aber nicht. Das geht aber auch, habe ich gesehen. Man kann sogar Edelstahl sintern. Sinterdruckverfahren funktioniert auch, aber zum Beispiel hier liegen wir bei 40.000 €, beim Sinterdruck gehen wir in die Millionen. Die Frage ist, was ist das für Material, was da gedruckt wird? Das ist ein Filament, das ist ein Kunststoff, um einfach zu sagen. Und der hält, der ist haltbar? Der ist haltbar, der ist sehr haltbar. Wenn Sie den mal kurz in die Hand nehmen, mal ein bisschen. Durch die Warmstruktur ist der halt sehr leicht und stabil. Prima. Das heißt, das ist jetzt für im Prinzip, wenn man neue Bauteile konstruiert, kann man ein Musterteil. Ich kann zum Beispiel ein Musterteil, bevor ich es fräse oder so weiter, kann ich es hiermit bauen, kann es als Einbaumodell nutzen. Ja, ist halt schneller. Dankeschön. Ja, nichts geht ohne CNC-Technik. DNG Mori, ziemlicher Hightech, oder? Ja, schon. Also das ist so wirklich sehr großer Hightech hier, muss man wirklich sagen. Ich zeige mal gerade die ganze Maschine, dass man sie mal sieht. Das ist eine relativ kleine, sag ich mal. Das ist noch eine ziemlich kleine, es gibt auch wirklich sehr, sehr große. Aber für die Lehrwerkstatt ist das schon perfekt. Was wird denn hier gemacht? Hier momentan, ich kann auch kurz das KSS ausmachen, wird ein Flaschenöffner gemacht. Wie wir sehen, wird da gerade das Salö-Logo reingraviert. Können wir auch da gerade sehen. Und ja, darauf, das Schöne an der Maschine ist, wir haben angetriebene Werkzeuge. Das heißt, wir können an dieser Maschine drehen, sowie auch diese ovale Form. Hier können Sie gerade sagen, hier diese ovale Form fräsen. Das ist wirklich ein saugroßer Vorteil an der Maschine. Wir brauchen eine. Okay, das heißt, ihr habt verschiedene Werkzeuge, im Prinzip auf einer Trommel. Ihr könnt die auswählen mittendrin, ihr müsst die nicht wechseln. Ne, wir müssen die nicht wechseln. Da wird per Programmanwahl
werden die verschiedenen Werkzeuge aufgerufen, wie in dem Fall gerade der Einstichmeißel. Und die sind alle eingespannt, vermessen. Und die Trommel wählt dann sozusagen das richtige Werkzeug aus und benutzt das dann auch in dem Fall. Das heißt, ihr habt selbst das Programm geschrieben dafür? Genau, ja. Das heißt, der schneidet das raus aus dem Bauteil. Wenn ich jetzt hier aufmache, hält die direkt an, die Maschine. Darf man nicht? Darf man nicht. Einfach. Anhalten könnte man aber, ne? Anhalten kann man. Mach mal. Danach kann man sie hier. Genau, wir halten mal ganz kurz an. Machen mal auf, denn ich will da mal reingucken. Gucken, ob wir das dürfen. Du kannst die Maschine anhalten, gell? Das ist, dass die Leute das mal sehen. Also, ja, die Maschine hat jetzt genau an dem Punkt Programm unterbrochen. Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist jetzt das Programmende. Genau. Es konnte gleich wieder loslegen an dem Punkt. Ja. So, und das heißt, hier vorne sind die Werkzeuge? Genau. Also kommen Sie weiter nach links. Genau. Hier haben wir halt in dem Fall die Fräser da zum Gravieren. Und die hier sind halt für die Außenkontur. Und hier haben wir halt Innendrehmeißel, Abstechmeißel, Außendrehmeißel, Gewindedrehmeißel, wirklich alles da dran. Und ja. Und das lernt man dann hier, wie man die CNC-Maschine bedient, wie das Ganze funktioniert? Ja, da haben wir einen Lehrgang. Und nach den Lehrgängen kommen wir an die Maschinen dran, auch an die Fräsmaschine in dem Fall. Das drüben müsste einer am Laufen sein. Und da kann man die programmieren. Der Ausbilder guckt einmal drüber, ob das so funktioniert, ob das so klappt. Und ja. Ja, wenn Sie auch mal an die Leute da draußen, die vielleicht eine Ausbildung machen möchten, was ist denn das Besondere bei Ford? Man lernt unglaublich viel, oder? Ja, erstens das Arbeitsklima, zweitens wirklich die Lehrgänge, die sind intern im Werk, man muss nicht irgendwo hinfahren, man hat große Weiterbildungschancen und das wird alles gefördert und deswegen ist das halt eine schöne Firma zum Lernen. Wie war denn hier der Vorstellungsprozess für Sie? Meinen Sie die Abläufe? Die Abläufe, als Sie sich hier vorgestellt haben, das erste Mal. Also da haben wir halt einen Online-Test, den wir zu Hause machen am PC. Wenn der halt funktioniert, wenn der klappt, wird man eingeladen auf einen Test hier. Nach dem Test, wenn der halt auch geklappt hat, wird man eingeladen zum Einstellungsgespräch und so nimmt das alles seinen Lauf. Und war es schwer? Es geht, wenn man lernt, klappt's. Okay, wenn man lernt, klappt's und die Leute sind noch nett, die unterstützen einen ein bisschen? Genau, so, dann klappt das. Also man will halt keinem wirklich Stein in den Weg legen. Man will, dass jeder seinen Beruf lernt und von daher, wenn man sich... Sie sind in welchem Lehrjahr sind Sie jetzt? Ich bin jetzt im 4. Lehrjahr, also im letzten Lehrjahr. Im letzten Jahr, das sind 4 Lehrjahre? 3,5 Jahre lang geht die Ausbildung und halt dementsprechend im 4. Im Dezember haben wir jetzt die Abschlussprüfung und ja. Hat man sich schon um Sie beworben, dass Sie hier bleiben? Wie meinen Sie das? Ja, dass jemand vielleicht aus der Personalaufteilung auf Sie zugekommen ist und hat gesagt, hey, hast du Lust später hier? Also wir schreiben halt später einen Wunschzettel, wo wir gerne hinkommen würden. Da wird halt geguckt, wo man Bedarf ist und ja. Super, das heißt aber die Chancen sind groß, dass man hier übernommen wird? Schon, ja. Also wenn man sich jetzt nicht dumm anstellt, wenn man seine Arbeit erledigt, sage ich jetzt mal, dann sollte alles klappen. Dankeschön. Ja, was ist hier zu sehen? Ja, jetzt sind wir in der Grundausbildung Metall. Hier fängt für jeden Metaller das Leben in der Berufsausbildung an. Man sieht ja Werkbänke, auf der linken Seite Werkzeugmaschinen. Ja, so fängt es halt an für jeden, der irgendwann mal einen Metallberuf gelernt hat. Das sieht so ein bisschen aus wie so der Zerspannungsmechaniker. Den gibt es aber hier nicht, oder? Den gibt es bei uns nicht, aber selbstverständlich gehört es zum Inhalt der Berufe Industriemechaniker und auch noch bei unserem alten Beruf beim Werkzeugmechaniker, dass man eben mit solchen Maschinen umgehen kann. Ja, unglaublich viele Späne. Das heißt, er hat sich auch dran gehalten, natürlich einen Schutz zu tragen, denn die Späne sind unglaublich scharf. Oder? Ja, so ist es, ja. Und Arbeitssicherheit steht ganz oben und insofern ist alles gut, wenn er die Schutzbrille trägt und wenn er das dann auch entsprechend beachtet. So ganz viele Späne. Was wurde hier dann anschließend gefräst? Ist es eine Fräse? Ja, es ist eine Fräsmaschine. Wir arbeiten mit einem CNC-Programm und machen hier eine Handyhalterung. Eine Handyhalterung? Ja, genau. Habt ihr schon im Prinzip eine fertig? Ja, aber wir haben jetzt gerade keine parat. Wir verschenken die halt. Und jetzt im Moment sind alle aus, aber wenn eine fertig ist, dann... Ich hätte gerne eine für Google Pixel 3. Achso, die ist fürs Auto, so ein Backen oder wie? Die kann man für alles Mögliche benutzen, das ist egal. Michael Prediger sind Sie. Ja. In welchem Lehrjahr? Im 2., jetzt gerade ins 2. gekommen, ja. War das schwer mit dem Metallberuf oder lernt man das? Ja, also es geht, man gewöhnt sich schon schnell dran, es geht relativ gut. Ja. Man bekommt ja auch gute Unterstützung. Okay.
Ja gut, Sie stehen jetzt hier, Sie zeigen ja anderen Azubis im Prinzip, wie es läuft. Wie sind die denn drauf, die hier so zugucken? Die sind ziemlich wissbegierig, was man hier macht? Ja, das stimmt. Also man merkt schon, dass die Leute sich dafür sehr interessieren, was hier gemacht wird. Man kann viel erklären dann dazu. Die Leute nehmen das alles gut auf. Ist das denn schwer, sich hier zu bewerben? Also meinen Sie jetzt das Bewerben an sich? Oder? Ja, genau, für Sie jetzt selber. War das schwer für Sie? Oder? Also ich fand es jetzt nicht so schwer. Ich fand es ganz gut gemacht so. Erst dem Online-Test, danach wurden wir hier eingeladen, dann zum Bewerbungsgespräch. War eigentlich alles ganz gut gemacht. Für was steht denn Ford für Sie? Würden Sie denn sagen, wo sehen Sie sich in 10 Jahren noch hier? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich wollte noch studieren gehen, je nachdem, was hier angeboten wird mit dem Studium. Aha, da gibt es nämlich auch berufsbegleitendes Studien hier. Ja, man kann sogar nach der Berufsausbildung seinen Vertrag mal auf Eis legen lassen, wenn man studieren möchte. Ja, genau. Und das auf Eis legen heißt bei uns Sabbatical und das kann man bis zu 4 Jahre lang machen. Nutzen einige junge Leute, die dann einfach für 4 Jahre rausgehen, machen ihr Studium und kommen wieder zurück und dann sehen wir, was wir ihnen anbieten können. Dennoch, Sie haben vielleicht mal Lust, nach der Ausbildung zu studieren. Maschinenbau ist Ihr großer Wunsch? Ja, genau. Maschinenbau habe ich mal vor, ja. Ist das nicht cool, dass man den Vertrag auf Eis legen kann dann? Ja, das ist schon ein Vorteil, auf jeden Fall. Also, wenn das klappen wird, wäre es auf jeden Fall gut. Das ist der Arbeitsbereich vom Noah, richtig? Ja, ganz genau. Der Noah ist auszubildender Werkzeugmacher, wenn mich nicht alles täuscht, 2. Ausbildungsjahr. Und ja, 3. Ausbildungsjahr, Entschuldigung. Und hier im Bereich der Werkzeugmaschinen unterwegs. Ja, CNC, das große Thema. Die Steuerung, da ist Heidenhain ja, Marktführer, oder? Ja, würde ich schon sagen. Gut, hinten bei der Drehmaschine haben wir noch, ist Siemens drauf auf der Drehmaschine. Hinten im Maschinenpark, im anderen auf der CNC-Maschine, hier haben wir das Heidenhain drauf. An der Fräsmaschine machen wir jetzt die Fertigarbeit, also Fertigplanung von dem Teil, was Ach so, im Prinzip gemacht. Ich zeige das mal. Im Prinzip, er schneidet das grob raus. Genau, er macht die Kontur und wir machen hier an der Fräsmaschine dann die Fertigarbeit sozusagen, dass wir nachher aus dem einen Teil 2 Teile haben. Ich kann Ihnen auch gerne mal zeigen, wie das nachher aussieht. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, noch mal kurz mal öffnen, dass ich mal reingucken kann, wie das Teil jetzt im Moment rausgefräst ist. Das heißt, es wird eine Handyhalterung, nicht? Genau, das wird eine Handyhalterung, genau. Okay, es gibt dann 2 verschiedene Schritte, 2 Arbeitsschritte? Ja, genau. Also hier wird die Kontur gemacht und dieses Teil, da kommt das nachher, wie Sie da auf dem Bildschirm sehen, kommt jetzt noch die Kontur noch mal rein und dann ist ausgespannt und andersrum in die Fräsmaschine eingespannt. Achso, das sind 2 Teile, die Bodengruppe rauszufräsen, dass diese beiden Teile nachher getrennt sind. Okay, und das geschieht dann auf der Maschine? Genau, das geschieht auf der Maschine. Hier sehen Sie die Abfallteile noch. Und dann so sieht das Teil nachher aus. So, das ist jetzt das fertige Teil. Genau, das ist jetzt das fertige Teil. Hier dieses Kunststoffteil wird im 3D-Drucker gemacht. Und das wird dann nachher nur noch eingeklippt. Und ja, das ist jetzt eine Arbeit von ein paar Minuten, sage ich mal. Alu oder was ist das? Alu, genau, Alu, weil es geht am schnellsten und ist halt leicht. Das haben die Timer jetzt gemacht, dass die Leute sich mit nach Hause nehmen können, für Handy reinzustellen, am Bett oder so. Und ja. Im Prinzip ein Gag, das besteht aus mehreren Teilen. Unter anderem der Kunststoff wird hinten sogar im 3D-Drucker gedruckt. Genau, das ist richtig. Halt im 3D-Drucker von den Ausbildern, im Ausbilderbüro steht einer und da wird das gedruckt und dann halt nachher nur noch eingeklippt. Sind Sie stolz, bei Ford zu arbeiten? Eindeutig. Mein Papa arbeitet seit 35 Jahren hier. Ich wollte immer schon bei Ford nach Saarlouis kommen, weil ich war von klein auf echt großer Fan der Marke und ich war echt begeistert gewesen, dass ich bei Ford dann als Azubi angestellt werde. Hat mich echt gefreut. Ja, und jetzt ist Azubi im Beruf nochmal? Werkzeugmechaniker. Werkzeugmechaniker. Noah Hermann, ja. Genau. Dankeschön. Kein Problem. Ja, die ASW, die ist auch hier vertreten. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ein duales Studium bei Ford zu machen über die ASW, die Berufsakademie des Saarlandes. Ja, da macht ihr gerade Ausbildung. Genau, dort absolvieren wir das Studium des Maschinenbaus in Kombination hier bei Ford mit der Ausbildung als Industriemechaniker. Das ist schon tough, oder? Ja, das ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber es ist machbar, dauert insgesamt 4 Jahre. Ist aber auf jeden Fall machbar. Okay, das heißt, man hat ein Studium und eine Berufsausbildung in einem. Genau, nach 3 Jahren haben Sie dann, nachdem Sie die Abschlussprüfung abgelegt haben, den Industriemechaniker. Und nach einem weiteren Jahr haben Sie dann nach insgesamt 4 Jahren dualem Studium den Bachelor.
Okay, das heißt aber auch, man kann sich hier, wenn so der Wunsch ist, dass man zumindest mal einen Bachelor hat und später vielleicht mal einen Master macht, das ist bei Ford problemlos möglich. Sie können das ist nicht im Bluetooth-Programm enthalten, aber Sie können dann danach natürlich weiter mit dem Bachelor an jeder ganz normalen Hochschule oder Universität den Master anschließen. Ja. Okay. Im Anschluss dann. Genau, ja. im Anschluss. Das ist aber schon der Wunsch von vielen Menschen, dass man so im Prinzip mit der Berufsausbildung noch zumindest mal einen Bachelor macht. Ja, ist auf jeden Fall. Ich denke, in der Kombination auch hat man da gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das ist für Sie ist es schwer? Es ist anspruchsvoll, klar, gar keine Frage, aber es ist wirklich zu machen. Ich finde es ein gutes Gleichgewicht zwischen anspruchsvoll und gut machbar. Und man kommt auf jeden Fall mit viel Engagement auch gut durchs Studium. Okay, das heißt, die Chancen anschließend sind natürlich extrem hoch, oder? Irgendwo Fuß zu fassen, unter anderem bei Ford, oder? Ja, unter anderem haben wir ja die Verpflichtung, noch 3 Jahre hier zu arbeiten. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass man auch direkt eine sichere Arbeitsstelle hat bei Ford und direkt den Anschluss in das Berufsleben hier bekommt. Ja, Ford, das bedeutet was für Sie? Ford bedeutet für mich die Automobilwirtschaft im Saarland, vor allem auch Fortschritt durch unser neues Modell, zum Beispiel den Focus ST, den man wirklich überall zur Zeit zu sehen bekommt und auch mehr als übertroffen ist. Haben Sie das Video gesehen, was wir gedreht haben, über den Focus ST auf YouTube? Leider nicht, ich habe zurzeit kein Internet. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Ja, das Wichtigste ist natürlich Grundlagen. Ja, genau. Und hier im besonderen Fall natürlich auch, wie kommen wir an zukünftige Bewerber ran? Es geht um das Thema Schulpraktikum. Die beiden sind vielleicht noch ein bisschen zu jung, aber früh übt sich, wer ein Meister werden möchte. Natürlich gehört das mit dazu. Wir betreuen hier unsere Schülerpraktikanten. Das ist mit Aufgabe von Auszubildenden, die daran natürlich auch ein Stückchen wachsen. Hier muss es noch der Papa machen, weil der kleine Mann den Hammer nicht schafft. Hier wird gekörnt. Was ist Körnen? Hier ist Körnen. Das ist sowas wie ein Stift, auf dem man mit dem Hammer draufhaut. Der Stift ist härter als das Stück Metall darunter und so kann man halt die Form übertragen und wenn er jetzt gleich das abreißt und dann wird man sicherlich die Form von diesem Dino und da ist es auf dem Blech sehen. Ist doch toll, oder? Ist das schön? Ja. Wie ist denn dein Name? Emilian. Okay, ist das schön hier mit dem Papa zu sein? Ja. Okay. Süß, also es geht ja auch darum, den Kleinsten schon zu zeigen, was es gibt. Es kommen auch viele Mitarbeiter, muss man sagen, immer wieder gerne hierher, oder? Tag auf den Tür. Ja, ganz genau. Das gehört letztendlich mit dazu. Wir werben natürlich nach innen auch darum und die Mitarbeiterschaft stellt auch immer einen großen Teil unserer Auszubildenden dar. Sag mal was ganz Schönes. Eine Bohrmaschine, eine Ständerbohrmaschine. Ja, genau. Die ist nicht mehr die allerneueste, aber die funktioniert immer noch so und Bohren geht von oben nach unten an der Stelle und ja, so sieht das halt aus. Hat sich nichts geändert. Ja, Sachen zum Anfassen. Und was sieht man hier? Ja, hier vorne sieht man eine Roboterhand von einem KUKA-Roboter und dazu gehört im Hintergrund auch noch eine Schweißzange. Und für einen Industriemechaniker gehört es sich natürlich, dass er im Laufe der Berufsausbildung lernt, ein solches Bauteil zu reparieren, im Zweifelsfall total zu zerlegen, Verschleißteile auszuwechseln und dann auch wieder zusammenzubauen und wieder funktionstüchtig zu machen. Okay, das heißt also, die Produktionsmittel, die ihr hier habt, die müssen repariert, instand gehalten werden. Da gibt es das ist der Grund, warum auch die Leute hier sind. Ganz genau. Also wir haben über 1000 Roboter alleine hier im Rohbau und nahe an 80% von diesen Robotern ist vorne eine Schweißzange, so wie das ja, angeschraubt. Und die muss natürlich auch regelmäßig gewartet werden. Stark, ja. Die Frage, die ich mir stelle, ist es schwer, so eine Maschine zu warten? Natürlich, dafür gibt es ja auch die Berufsausbildung, welche im Normalfall 3,5 Jahre dauert. Außer wenn man natürlich jetzt sich gut anstellt, Mühe gibt, viel lernt und immer gut mitarbeitet, dann kann man auch vorziehen, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Und ja, also man muss hier schon sich Mühe geben in der Ausbildung, um das dann nachher zu können. Weil die Maschine selber, nehme ich mal an, die sagt ja nicht, was unbedingt kaputt ist. Man muss auch manchmal ein bisschen tüfteln, oder? Genau, man muss halt die Fehlersuche machen, erkennen, wo der Fehler ist, wie man den Fehler behebt. Das sollte alles möglichst schnell gehen, weil jede Minute Stillstand hier Zeit kostet. Im Schnitt werden alle 30 Sekunden ein Auto gebaut und das kostet dann Geld. Wenn man zuerst noch eine Stunde braucht, bis man weiß, was man überhaupt tun muss, wird das ganz schön teuer und ja, das möchte keine Firma. Auch für Sie die Frage, bei Ford zu arbeiten, das macht Sie stolz? Ja, es ist natürlich eine besondere Aufgabe, vor allem wenn man sich dann einen Ford kaufen kann und weiß, dass man an dem Auto auch selbst schon was gearbeitet hat, einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses Fahrzeug jetzt so da steht und
wenn es dann seine Anforderungen erfüllt und man zufrieden ist, ist das natürlich ein gutes Gefühl und man weiß, warum man hier war. Ist man stolz auf zum Beispiel Focus RS? Klar, ein Focus RS ist natürlich ein tolles Auto und ja, was soll ich dazu groß sagen? Macht Spaß. Auto, ja. Danke. Bitte. Henry Ford kommt aus Amerika, ich selbst bin Halbamerikaner. Ihr seid sehr tolerant, was selbstverständlich die Multinationalitäten angeht. Hier arbeiten Gott in die Welt, oder? Ja, genau so ist es. Und die Grundlagen dazu legen wir in unserer arbeitspädagogischen Seminar ganz am Anfang der Berufsausbildung. Allen muss klar sein, dass wenn man bei Ford arbeiten möchte, dass es einfach zu Toleranz keine Alternative gibt. Wir sind überall unterwegs oder Ford ist überall auf der Welt unterwegs und so sehen wir uns auch als große Familie dort und es macht keinen Unterschied, ob groß, ob klein. Sexuelle Orientierung oder was auch immer bei Ford spielt, ist keine Rolle. Ja, so richtige Männer, die können schweißen. Sie sind der Ausbilder fürs Schweißen? Ja, genau. Ja, schweißen heißt aber nicht nur schweißen mit Metall. Ihr könnt mehr schweißen. Zum Beispiel Alu? Ja, natürlich. Okay. Edelstahl? Edelstahl auch. Ja. Genau. Was noch? Alles, was es gibt. Nicht alles, was es gibt, aber Edelstahl, Aluminium, Metall, genau, das ist so die grob. Schweißen, Übung macht den Meister, man muss aber ein bisschen Talent haben. Wie sieht denn so eine gute Schweißnaht aus? Wie soll die aussehen? Ja, perfekt. Das ist nicht nur perfekt, die Wurzel muss passen, muss vieles passen. Ja. Genau. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Denn da vorne, wenn Sie mir mal zeigen, wo die Schweißanlagen sind hier. Ja, hier haben wir eine Schweißanlage. Das ist jetzt ein Schutzgasschweißgerät. Ja. Und das Schutzgasschweißgerät funktioniert im Prinzip. Vorne wird ein Filtrat ausgestoßen. Ja, ich zeige das mal gerade. Da vorne ist eine große Gasflasche dran. Ich nehme an, da ist das Gas drin vom Schutzgas, oder? Da drin ist das Gas. Steht hier drauf. Hier. Stragon C18 ist da drin. Und da vorne ist ein Fülldraht. Das heißt, der Fülldraht ist das Material, was man aufbringt später? Ja, der Filtrat ist das Material, was ausgestoßen wird. Und um den Filtrat rum legt sich der Schutzgas, legt sich drum, dass kein Sauerstoff an die Schweißnaht kommt. Weil wenn Sauerstoff an die Schweißnaht kommt, entstehen Blasen und Risse und die Schweißnaht, die hält nicht 100%. Okay. Ist das eine gute Schweißnaht hier? Das da ist eine sehr gute Schweißnaht, also die hält bombenfest. Okay. Das ist ja so, dass wenn die beiden Metalle miteinander verbunden werden, das ist anschließend ein Stück Metall, kann man das sagen? Kann man fast sagen, weil beim Filtratschweißen wird ein neues Material dazugegeben. Aber es ist insgesamt so belastbar wie vorher? Das heißt, ich könnte es zum Beispiel abschleifen und habe die gleiche Festigkeit wie vorher? Kommt darauf an, wie tief man es abschleift. Wenn man nur die oberste Schicht anschleift, dürfte es noch gut halten. Aber je mehr man von der Schweißnaht runterholt, desto mehr Angriffsfläche hat man. Okay, das heißt, das Schweißen lernen hier ist ganz, ganz wichtig. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du schweißen konntest? Also wir haben einen Lehrgang gemacht, einen Schweißlehrgang, der ging über 4 Wochen. In den 4 Wochen haben wir unsere ganzen Schweißanlagen kennengelernt, haben einen Lehrgang gemacht, haben verschiedene Nähte ausprobiert und haben dann letztendlich Noten für unser Schweißen bekommen. Und wie war deine Note? Muss man den Ausbilder fragen. Wie war seine Note? Seine Note, sehr gut. Sehr gut, eine 1. Ja, na klar. Okay, da vorne, da sieht man auch, ihr habt das Neueste vom Neuesten, was so Helme angeht. Nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten, aber gut, ganz gute Modelle. Ja, zum Beispiel? Das ist einmal Speedglas. Ja. Auf der linken Seite. Genau. Also das ist ein Speedglas, das ist ein Speedglas. Das sind manuelle. Die sind also ohne Automatikverdunklung. Genau, ich habe nämlich auch gesehen, da vorne gibt es auch ein System, das saugt automatisch Luft ab, oder wie funktioniert das? Nee, das ist ein Frischlufthelm. Das ist für enge Räume, geschlossene Räume, für Tanks zu schweißen. Verstehe. Genau. Als man da das hat. Ja, das Thema Schützen ist natürlich ganz, ganz wichtig beim Schweißen. Wenn man da so ab und zu mal sieht, wie Leute schweißen, da wird einem ganz warm und kalt, oder? Ja, auf jeden Fall. Manchmal auch ziemlich zu heiß, sagen wir es mal so. Man kann sich sehr schnell verbrennen, deshalb ist es wichtig, die richtige PSA zu tragen, die richtige Schutzausrüstung. Und deshalb haben wir hier die richtige PSA ausgestellt, die Azubis auch tragen müssen. Darauf achten wir, dass nichts passiert. Genau. Wenn so eine Schweißperle mal in den Schuh gerät, dann weiß man, was man hat, oder? Ja, man merkt es direkt. Die Leute anschließend nach dem Kurs, die können dann einigermaßen gut schweißen, oder ist das eine Frage vom Talent? Das ist eine Frage vom Talent, natürlich von der Übung. Und wir machen 4 Wochenkurse, da geht es eher darum, um die Grundlagen zu üben, um die Grundlagen kennenzulernen, und des Weiteren muss man natürlich üben. Danke. Tag der offenen Tür. Wir sind bei Ford in Saarlouis. Hier ist der Wolfgang Buchheit. Ja, es geht um das Thema Berufsausbildung. Wir gucken uns heute mal ein paar Werkstätten an. Ja, grüß dich, Wolfgang. Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, du gehst am besten mal vor und ich werde dir mal folgen und dann werden wir auch mal ein paar Interviews führen mit Leuten, die hier arbeiten. So machen wir es, ja. Ja. Kein Thema. Ja, hier ist normalerweise Closed Shop, das heißt, die Leute müssen sich anmelden, richtig? Ja, genau. Das ist unser Torhaus 1 und hier muss jeder Besucher normalerweise durch. Ich gehe mal vor. Ja, beim Tag der Berufsausbildung habe ich das ein bisschen vereinfacht. Das heißt, die Leute kommen einfach so durch, die sagen, ich möchte gerne zur Berufsausbildung. Der Rest ist aber jetzt noch ein bisschen abgesperrt. Ganz genau. Also wir machen das wie immer. Hier vorne sitzt natürlich ein Kollege der Werkssicherheit, aber die Besucher werden durchgewunken und dann geht es ins Werk und dort haben wir den Weg auch vorgegeben. Ja, bitte, geh mal vor. Ihr habt verschiedene Bereiche in der Berufsausbildung, die habt ihr entsprechend gruppiert in Themen und es fängt direkt an wie? Ja, wir bilden hier 3 Berufe aus, Industriemechaniker, Elektroniker und den Kfz-Mechatroniker. Und es fängt heute Morgen eigentlich auch damit an, dass wir einfach gucken müssen, wo kommen denn unsere Besucher her, damit wir auch in der Statistik ein bisschen sehen können, was wir denn verändern können. So, hier haben wir direkt mal hier den Meli-Cardioclou. Stimmt das? Ja, das stimmt. Was ist deine Aufgabe heute? Meine Aufgabe ist es, die Leute zu befragen, wie sie aufmerksam geworden sind, dass heute Tag der offenen Tür ist. Und, okay. Ja. Und was sagen die meisten? Die meisten sagen, dass sie durch Ford-Mitarbeiter benachrichtigt worden sind. Kunden werben Kunden so ein bisschen, ja. Das heißt, der eine sagt dem anderen? Ja, genau. Okay, und du selbst bist aus welcher Stadt kommst du? Ich komme aus Saarlouis. Aus Saarlouis direkt, ja. Ja, es geht schon mal richtig los. Die Leute werden befragt, ja. Ihr macht viel natürlich bei so vielen Leuten, die hier arbeiten. Wie viele Leute arbeiten hier im Werk? Ja, über 5000 immer noch. Und wir produzieren hier ja den Fokus für die ganze Welt, wenn man so will. Für die ganze Welt. Das heißt, der fährt auch in Amerika, der Fokus von euch? Der fährt auch im Zweifelsfall in Amerika, ja. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hier oben, ist das Presswerk, da ist auch dein Arbeitsplatz oben. Du bist in welcher Abteilung bist du? Ich bin hier am Standort der Leiter der Aus- und Weiterbildung und zu meinen Aufgaben gehört eben auch solche Tage zu organisieren, zusammen mit den Kollegen der Lehrwerkstatt. Und die haben heute mit unseren Auszubildenden ganz toll was vorbereitet und das Wetter spielt auch mit. So, und schauen wir uns das gleich mal an. Bis gleich, bleibt dran. Tag der offenen Tür steht Kraftfahrzeugmechatroniker. Es gibt die erste Regel, die man lernt bei Ford. Es gibt gelbe Zebrastreifen, ja, immer darüber gehen. Und die sind absolut zu benutzen. Da sind auch alle angehalten, darauf zu achten. Insbesondere auch Besucher sollten dort genau diese Wege gehen. Ja, gehen wir vor. Ja, hier stehen sie, die Schätzchen. Ja, ihr habt eine Idee natürlich, die Leute so ein bisschen ranzuführen. Das sind, sage ich mal, richtig tolle Ford-Fahrzeuge. Die kommen woher? Die kommen im Zweifel aus der ganzen Welt. Es sind viele US-Fahrzeuge dabei, aber hier natürlich auch eines unserer Prachtstücke, ein alter Escort. Die älteren Herrschaften werden den noch können. Diese Autos sind quasi einzigartig und in einer solchen Qualität. Das ist schon eine Besonderheit. Und so eine große Ford-Linie wird man heute nur hier sehen. Hier vorne, da ist so der Fiesta. Der wurde auch hier gebaut? Der wurde auch schon mal hier gebaut. Dann ein Capri, auch schon mal in Saarlouis gebaut worden. Da steht die IG Ford Geschichtswerkstatt. Das heißt, der gehört wirklich euch, oder? Nein, der gehört nicht uns. Es gibt da eine Zusammenkunft. Das ist die Interessengemeinschaft der Ford Geschichtswerkstatt. Und die kümmern sich auch um Ford-Fahrzeuge. Die machen auch eine eigene Ausstellung jedes Jahr. Und da ist er wohl Mitglied. Und das ist ein besonderes Fahrzeug. Das hat ein T-Roof. Das hat es so nie gegeben. Also da hat sich jemand richtig viel Mühe getan. Ja, hier, das ist wahrscheinlich ein Mustang. Das ist ein Mustang, ja. Den erkennt jeder. Ja, es geht darum, die Leute so ein bisschen spielerisch ranzuführen, denn das soll ja auch so ein bisschen der Thrill des Ganzen sein. Ich blicke mal gerade zur linken Seite, da sind auch noch ganz viele Schätzchen, wo man sagt, naja, den sieht man vielleicht noch mal ab und zu im Straßenverkehr, aber eher selten. So ist es. Einer unserer ersten Escorts, also in der dritten Generation, die wir hier gebaut haben, davon gibt es nicht mehr viele. Und er hat ja auch Luxemburger Kennzeichen. Ja, das war ja mal ein ganz starker Standort, oder ist es immer noch für Ford in Luxemburg? Also ich hatte meinen ersten Ford bei Euromotor gekauft. Ganz gut. Die haben auch viel aus dem Ausland halt hierher geholt. Ne? Ja, und man sieht, es ist die ganze Produktpalette da. Es sind die alten Amis, es ist der alte Escort hier, ein Hundeknochen, auch etwas ganz Besonderes, Baujahr 72. Den gibt es nicht mehr so sehr oft. Habt ihr euch große Mühe gemacht? Immer ziemlich viel Aufwand, oder? Ja, die Ausbilder hier im Bereich Kfz, die haben natürlich auch ihre Kontakte und es ist fast ein fester Termin geworden für die Menschen, die auch so ein Fahrzeug haben. Ich habe auch eins. Wo denn? Der steht da vorne. Ja, den schauen wir uns mal gerade an. Ganz viele Mustangs, die da sind. Ja, die gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen. Ja. Aber auch hier vorne, warte mal, ich fange mal kurz nach links. Das sind die US-Modelle. Das sind die US-Modelle, ja. Lincoln Continental, das ist natürlich richtig viel Auto. Ja, wer es mag. Ja, vorne ist der Thunderbird. Was im Baujahr ist das?
Das dürfte einer aus den 90er Jahren sein. Der ist noch nicht so alt. Sogar ein 2005er. Auch sehr schön. Auch sehr selten, sehr selten. So, und hier vorne, ja, auch Racing. Das sieht fast aus wie so ein Etzel. Ist ein Ford? Das ist ein Etzel. Das ist ein Etzel, das echt? ist ein Ford Etzel, genau. Nee, das ist ein Etzel Ranger, ja. Also in der Besonderheit des Rangers. Da hatte ja mal in den 50er Jahren, als das Auto rauskam, sich ein Ford-Sohn verewigen wollen und das Auto ist nicht so wirklich eingeschlagen. Ja, es gab was ganz Besonderes. Es gab, glaube ich, die Bedienung der Automatik war ein bisschen anders. Ja, das war ganz revolutionär. Es geht um die Thematik des Kühlergrills und damit werden wohl bestimmte Dinge assoziiert, die damals im brüden Amerika nicht angesagt waren. Ja, hier, das ist ja auch ein Schätzchen. Guck dir das mal an. Ein Ford Taunus 20M steht drauf. Ford Taunus 20M Cabriolet. Die 3 Fahrzeuge, die jetzt hier stehen, das ist natürlich etwas, was wir nur ganz selten sehen. Es verbindet sie die Bodengruppe, alles andere ist halt von anderen Herstellern. Der wurde bei Deutsch in Köln gebaut und die beiden hier, und ich darf mit Stolz sagen, der Rechte gehört mir. Die beiden hier, das ist sogenannte Ford Osi. Das ist ebenfalls die gleiche Bodengruppe wie bei dem Taunus, aber der wurde bei der Firma Osi in Italien hergestellt. Die beiden Fahrzeuge sind Baujahr 66 bzw. 67. Fahren noch, wie heute? Ja, natürlich. Sind komplett restauriert. Ja, ein Flügeltürer und hier geht es auch schon gleich rein. Hier vorne Gebäude D. Ja, da habt ihr eine Garage. Was ist normalerweise hier drin? Ja, also hier ist die Garage. Hier werden unsere Dienstfahrzeuge gewartet. Die Fahrzeuge der Manager werden hier gewartet. Und hier ist auch unsere Kfz-Mechatroniker-Ausbildung untergebracht, damit die ganz nah an den Fahrzeugen dran sind, die es dann auch zu reparieren gibt. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Bleibt dran. Ja, das hier ist die Berufsausbildung Kraftfahrzeugmechatroniker. Hier vorne steht es ja, ihr habt einen eigenen Verein, der dafür zuständig ist, die Ausbildung zu machen. So ist es. Ford hat im Jahr 1993 die Berufsausbildung eingegliedert in ein Tochterunternehmen. Das ist der Ford Aus- und Weiterbildung e.V. und die Kollegen dort kümmern sich um die eigentliche Berufsausbildung. So, Anmeldung, was heißt die Anmeldung? Anmeldung für die Oldtimer heute, damit das auch alles ein bisschen organisiert ist, habe ich auch schon gesagt. Und die beiden Jungs haben das vorbereitet. Die kriegen ein Schild, genau, für die Fahrzeuge. Und damit auch der Überblick bleibt. Genau, die haben schon vorher gewusst, Die haben gemeldet, genau. So, hier ist es. Ich zeige mal ganz kurz das Schild. Wenn Sie mir ganz kurz mal gerade das Schild zeigen, was Sie da haben. Das ist ein Fiesta XR2, ein ganz bekanntes Fahrzeug. Ja, ein ganz bekanntes Fahrzeug. Ja, das war damals. Aber man sieht ihn selten noch. Ja, das war damals so der Traum, Golf GTI oder XR2, oder? Ja. So ist es, ja. Und Sie sich mal kurz vorstellen? Becker Stefan, ja, ich habe das Fahrzeug als Erstbesitzer, ist jetzt 31 Jahre alt und fahre halt immer. Als Erstbesitzer? Ich bin Erstbesitzer des Fahrzeugs, ja. Stark, ja. Das hat man natürlich auch öfter, oder? Das hat man öfter und dennoch auch nochmal bei bestimmten Fahrzeugen selten, dass jemand einen Fiesta so lange aufgehoben hat. Das zeugt davon, dass der wirklich ein großer Freund davon ist. Und 155 PS sind ja eine Ansage. Ja, damals, muss man auch sagen, die haben ja nicht so viel gewogen. Ja, 830 Kilo. So, hier ist der Laufplan, hier vorne steht's. Ja, das sind die Stationen. Habt ihr verschiedene Stationen aufgebaut? Ja, ganz genau. Es gibt hier auch im Rahmen des Tag der offenen Tür so eine kleine Verlosung und damit die Besucher auch nach einer Struktur vorgeben können, gibt es halt einen Plan und der setzt sich hier fort. So, Station 1. Ja, die Kfz-Mechatronik, auch die wird sich in Kürze ja irgendwann mal ändern. Wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, also die Mechatronik hat natürlich heute den Ansatz, dass wir sehr viel machen müssen, was mit Assistenzsystemen zu tun haben. Und dennoch gilt es immer noch, Motorengetriebe etc. im Stand zu halten. Und das ist unsere Werkstatt dafür, in der unsere Auszubildenden die notwendigen Technologien lernen und kennenlernen. So, und das sind jetzt Auszubildende von euch? Das sind Auszubildende von uns, die jetzt hier Ventile einschleifen, wenn ich das richtig sehe. Ja, er nickt. So, ich frage mal ganz kurz, was ist hier zu tun? Also ich schleife die Ventile ein, weil die mit der Zeit hier zugucken, wie man es hier sieht, oder hier. Und dann liegen die nicht mehr press hier auf und verdichten, also dann kann der Motor nicht mehr richtig verdichten. Okay. Das Einschleifen. So, einen Motor auseinanderzunehmen, ist das für dich schon Alltag jetzt, oder? Für mich noch nicht, weil ich noch erst im 2. Lehrjahr bin. Das machen die besser. So, hier vorne, er macht das. So, die Frage, was macht der Kollege? Ich zerlege den Motor. 1 Liter EcoBoost, 3 Zylinder. Ein guter Motor? Ja, auf jeden Fall. Muss er ja sagen, er arbeitet ja bei Ford. Das ist so. Was ist denn das für eine Ausbildung bei Ford? Macht das Spaß? Ja, sehr Spaß sogar. Wir haben halt andere Chancen, wie wir können halt hier einen offenen Motor zerlegen, der nicht eingebaut ist. Da haben wir halt auch viel Zeit für uns alles genau anzugucken, für vorher die Thematik zu machen.
und haben hier auch immer eine Anleitung parat. Deshalb. Es geht ja auch darum, dass hier wirklich ausgebildet wird. Das heißt, man hat also nicht nur, dass man arbeiten muss und nebenbei die Ausbildung stattfindet, sondern ihr habt richtige Ausbilder, die tagtäglich sich praktisch um euch kümmern. Ja, das stimmt. Also die helfen uns wirklich sehr auch bei allem. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, können wir halt auch direkt dort zu denen gehen. Die sind wirklich halt nur für uns da und ja. So, und so sieht das Werkzeug aus. Es hat jetzt jeder im Prinzip eigenes Werkzeug oder ist das so Gesamtwerkzeug? Also wir haben 3 Werkzeugkisten und da 3 Steine für alle Azubis. Wir sind 6 in einem Lehrjahr und arbeiten meistens in 2er-Gruppen zusammen, damit falls einer mal einen Hänger hat zum Beispiel, kann der andere auch helfen. Ja, wichtig ist auch, dass nichts verloren geht, oder? Das heißt, man muss ordentlich arbeiten. Also das ist bei uns auch ganz wichtig. Da legt unser Ausbilder sehr viel Wert drauf. Warum Ford denn in der Ausbildung? Was war bei dir die Entscheidung für Ford? Also mein Vater arbeitet schon lange hier bei Ford und mein Bruder auch. Und ja, ich wollte eigentlich immer schon bei Ford arbeiten gehen. Kfz ist auch mein Beruf gewesen seit Anfang an, seitdem ich denken kann, weil ich autoverrückt bin. Und das hat alles einfach gepasst, so wie es jetzt ist. Dankeschön. Bitteschön. Wolfgang, ja, es geht nichts ohne Spezialwerkzeuge, das muss man sagen. Und das ist, da sind viele drauf. Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen, da sind wir schon stolz drauf, dass wir das auch so darstellen konnten, als die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung neu ins Leben gerufen wurde. Das hat natürlich auch alles viel Geld gekostet. Aber da war uns, glaube ich, nichts zu teuer und auch nichts gut genug. Die Kollegen haben gut ausgesucht. Ja, die nächste Station, wir gehen mal weiter. Hier vorne liegt, das ist wahrscheinlich ein Getriebe. Ich frage mal kurz. Ja, das ist ein 5-Gang-Getriebe und das haben wir jetzt zerlegt. Hier sieht man die Ausgangswelle. Okay. Die Eingangswelle haben wir zerlegt. Ja. Das ist auch Alltag, das heißt, so Getriebe zerlegen geht auch. Wobei man sagen muss, die Getriebe werden immer fortschrittlicher. So ein 9-Gang- oder 10-Gang ZF-Automatikgetriebe, würdet ihr das noch selber zerlegen? Nein, also ich denke mal nicht, da braucht man schon extra Schulungen für. Aber das würde auch gehen im Zweifel. Das heißt, man kriegt es auseinander und vielleicht auch wieder zusammen. Ich denke schon. Ja. Wie ist das denn so, wenn man so das erste Mal so ein Getriebe zerlegt komplett? Hat man da Angst, das wieder zusammenzukriegen? Ja, es geht eigentlich. Also man hat ja auch viel Hilfe vom Ausbilder und man hat ja auch eine Anleitung, die man, also man muss auch nach Anleitung schaffen, wo alle Drehmomente drinstehen. Von daher geht es eigentlich schon. Wenn man dann nicht weiter weiß, hilft auch jeder. Wie ist dein Name? Leon König. Ja, Leon. Danke. Bitte. So, es geht weiter. Es gibt Stationen, da kann man so ein bisschen sehen. Ja, ich nehme an, die Leute sind schon recht begeistert, wenn die herkommen und können mal so ein bisschen den Leuten bei der Arbeit zuschauen. Hier werden Reifen aufgezogen? Ja, genau. Auch das gehört ja mit dazu. Und auch das ist Teil der Berufsausbildung hier ganz in der Nähe unserer kleinen Lehrwerkstatt. Und das ist halt die Radmontage, an der auch diese Dinge einfach gezeigt werden. Auf was ist denn hier zu achten bei der Radmontage? Dass ich am besten die Felge nicht beschädige. Das ist ein Montiereisen, oder wie nennt man das? Ja, das ist ein Montiereisen. Genau. Der Christoph Johann. Und jetzt kommt der Reifen runter. Das heißt, da werden jetzt Winterreifen aufgezogen bei euch? Bei uns jetzt nicht in dem Fall. Im Normalfall werden neue Reifen, Winter oder Sommer, auf die Felgen gezogen. Bei uns wird jetzt nochmal der gleiche Reifen aufgezogen. Okay. Jetzt mal testweise hier für den Tag. Genau. Dankeschön. Man sieht, wie das funktioniert. Übung macht der Meister, nehme ich an. Genau. So sieht's aus. Ja, es gibt unglaublich viel EDV, das heißt, die Leute schrauben nicht nur, oder? Ja, genau. Zum Kfz-Mechatroniker gehört natürlich auch die Mechatronik. Und da gibt es ganz viele Systeme, an denen sich unsere Auszubildenden dann auch einarbeiten müssen. Und das hier ist unser Theorieschulungsraum für die Kfz-Mechatroniker. Und hier wird entsprechend dann auch mit dem Ford-eigenen System gearbeitet. Okay, das heißt, da steht genau drin, wie ist was irgendwie zu behandeln dann, oder? Ja, man sieht das, wenn man vielleicht ein bisschen drauf guckt, man sieht, da werden natürlich auch Vorschläge gemacht, was denn die mögliche Ursache für einen Fehler sein könnte. Die Fahrzeuge sind heute so hochkompliziert und hochkomplex, da reicht es nicht einfach, dass ich mal in den Motorraum reinschaue und sehe vielleicht schon den Fehler. Es funktioniert nur, wenn ich die entsprechenden Daten lesen kann, deuten kann und dann auch in der Lage bin zu reparieren. Okay, auch das gehört dazu. Hier vorne mal wieder Bauteile. Das sind so... Also normalerweise sollten ja die Autos nie kaputt gehen, aber es gibt ja auch Menschen, die über 7, 8, 10, 15 Jahre und dann geht auch vielleicht mal eine Lichtmaschine kaputt, oder? Ja, sicherlich. Also am Ende des Tages ist das ein Verschleißteil, dem es durchaus erlaubt sein sollte, kaputt zu gehen. Wir wollen das nicht, aber es passiert halt. Oder hier ein Turbolader, da kann es natürlich auch mal passieren. Gerade unser 1 Liter EcoBoost Motor ohne seinen Turbolader.
Der ist ganz, ganz wichtig und das ist ein ganz, ganz wichtiges Bauteil für diesen Motor. So, wenn jetzt jemand kommt und euch fragt, was hier zu tun ist, was sagt ihr dann? Ja, wir stellen den Leuten unser Programm Ford Itis vor. Ich komme mal kurz hier um die Seite. So, da sind so Tipps drin. Im Prinzip ist das so eine Art Wissensdatenbank. Ja, genau. Da sieht man halt Anleitungen für Reparaturen zum Beispiel. Außerdem findet man da auch unser E-Learning und Curriculum-Training. Das ist halt alles in der Theorie. Das bekommen wir beigebracht, bevor wir dann die Reparaturen durchführen, damit wir auch wissen, auf was wir achten sollen. Sicherheitshinweise und so weiter. Und ja, ich kann Ihnen das mal gern vorstellen, wenn Sie wollen. Genau, ich komme mal kurz hier rum, dann kann ich es etwas besser zeigen. Genau, wenn du mich mal kurz mal in die Mitte lässt. Ja. Sekunde. So, ja, also hier Itis. sieht man, das ist die Startseite von unserem Programm. Dann kann man hier ein Fahrzeug auswählen über die Fahrzeugidentifikationsnummer. Die kann man dann hier eingeben. Und wenn man die dann eingegeben hat und auf Win finden drückt, dann kommt man zum Beispiel auf hier so ein Fahrzeug. Hier sieht man schon, der Ford Ka, er wurde gebaut im Zeitraum von 1996 bis 2008 und hat einen 1,6 Liter Motor. Und dann sieht man halt hier ausstehende Serviceaktionen, mechanische Reparaturen, Schaltpläne und so weiter. Und wir arbeiten halt viel mit mechanischen Reparaturen, Schaltplänen und Wartungschecklisten. Und die sind da im Prinzip alle drin. Das heißt, ich kann jetzt einen Schaltplan aufrufen? Das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Hier hat man dann die mechanischen Reparaturen. Zum Beispiel Fahrwerk kann man dann gucken, welche verschiedenen Untergruppen gibt es da. Radaufhängung, Antriebsstrang, Bremssystem und Lenkung. Dann sieht man hier Bremssystem. Kann dann zum Beispiel gucken, die vordere Scheibenbremse. Wie prüft man die? Die Diagnose, Aus-, Einbau von den Bremsbelägen und vom Bremssattel. So sieht das dann aus. Auch mit Bildern, dass man das Ganze besser versteht. Okay, das heißt, ihr müsst nicht in YouTube gehen, euch ein Tutorial angucken. Das ist alles im System drin. In den Anleitungen ist halt auch wirklich so beschrieben, wie man's machen sollte. Weil in den Werkstätten werden Sachen oft anders gemacht. Halt nicht auf dem richtigen Weg. Und hier, das ist der Weg, wie er von Ford vorgegeben ist. Genau. Der auch garantiert funktioniert. Ja, genau. Okay. Mit allen Spezialwerkzeugen und so klappt das dann auch, ohne dass man irgendwelche anderen Teile beschädigt. Und ja. Auseinanderbaut. Im Prinzip habe ich das ganze Auto da zerlegt in einer Art Wissensdatenbank. Ja, erstmal vielen Dank. Dein Name, wie ist der? Markus. Danke. Ja, es geht weiter. Achsvermessung. Ja, das Besondere an unserer Kfz-Mechatroniker-Ausbildung ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir neben einer Lehrwerkstatt, also mit Schulungsräumen, so wie wir sie eben gesehen haben, natürlich auch einen Werkstattbereich haben. Und das hier ist der Werkstattbereich, in dem unsere Kfz-Mechatroniker arbeiten. So, wir dürfen mal kurz hier drunter schauen. Der ist mal unterm Auto drunter. Man kann ein bisschen mehr sehen. Das heißt, so eine Bühne, die ist schon wichtig, oder? So eine Bühne ist wichtig und da gibt es ja hier auch mehrere davon. Und wenn ich das richtig sehe, wird hier gerade eine Achsvermessung gemacht. Auf was ist denn da Acht zu geben? Eine Achsvermessung ist Acht zu geben, dass das Auto richtig vorher eingestellt, positioniert wird. Und diese Vorgaben macht der Computer, nach denen arbeitet man dann. Und hier haben wir jetzt beim Fahrzeug die Achse vermessen. Und zwar an der Hinterachse sind die Werte alle in Ordnung. An der Vorderachse haben wir die Spur beidseitig verstellt. Und das machen wir jetzt, indem wir in der Spurstange die Spur des Fahrzeugs einstellen. Okay, das ist im Prinzip gar nicht so schwer, wenn man das richtige Werkzeug hat. Das heißt, hier ist ein Laser am Gang, oder wie? Ja, die Laser befinden sich an den einzelnen Rädern. Und außen da, diese kleine schwarze Box rechts im Rad? Genau. Okay, das heißt also hinten und vorne muss genau eine Spur sein? Ja. Okay, und dann ist einfach? Ja, dann ist alles gut. So, wenn man anschließend hier zudreht, ich nehme an, da muss man Schrauben aufdrehen und wieder zudrehen. Genau. Die müssen mit einem speziellen Drehmoment angezogen werden? Ja, später nochmal. Und jetzt müssen wir die erstmal öffnen, diese Spurstange. Und unser Gerät zeigt uns dann an, wie weit wir verstellen müssen, bis die Spur in Ordnung ist. Und das machen wir jetzt mal. Alles klar, viel Spaß. Wolfgang, nächstes Thema ist Metalltechnik, da bist du zu Hause. Da bin ich zu Hause, da war ich selbst mal Ausbilder, über 10 Jahre lang verantwortlich für den Beruf Industriemechaniker und den bilden wir auch heute immer noch aus. Und das gucken wir uns gleich jetzt an. Genau, du kannst mit Fug und Recht behaupten, dass jemand, der hier aus der Ausbildung rauskommt, der kann feilen. Der kann auch feilen, wobei das heute nicht mehr die Präsenz hat, wie das früher noch war. Aber es muss immer noch geübt werden, so einem Mechaniker gehört, solche Dinge zu können.
CNC-Maschinen sind das Thema wahrscheinlich, Steuerung. CNC-Maschinen, Roboter, wir werden 3D-Drucker sehen, wir werden natürlich Pneumatik und Hydraulik sehen. Also all das ganze Feld der Technik, wie es in einem Großindustriebetrieb gebraucht wird. Ford zum Anfassen mal. Also normalerweise kommt man ja nicht hier so rein und hier links ist dann das Ausbildungszentrum Metalltechnik. Hier oben steht es auch noch mal drauf. Die haben auch was gebaut, was Tolles. Ich zeige es mal gerade. Hier vorne ist eine automatische Seifenblasenmaschine mit CNC-Technik, die hier erstellt wurde. Da ist wahrscheinlich auch eine entsprechende Steuerung drin. Da ist eine kleine pneumatische Steuerung dahinter und das sind halt diese kleinen Gags, die man braucht am Tag der offenen Tür. Hängt normalerweise nicht da. So, das Auto ist auch nicht ja in die Wand eingebaut, oder? Nein, das war zur 40 Jahre Berufsausbildung, also vor etwa 10 Jahren. Jetzt blicken wir auf 50 Jahre Berufsausbildung zurück und zum damaligen Jubiläum wurde dieses Fahrzeug hier an die Wand gehangen. Was wäre denn ohne Azubis bei Ford gewesen in der Vergangenheit, wenn ihr gar keine ausgebildet hättet? Ein Problem, oder? Das ist eine gute Frage und ich habe das gerade auch vor ein paar Tagen ausgewertet. Von den 2500 jungen oder Menschen, die hier eine Ausbildung gemacht haben, sind immer noch über 1800 im Werk. Das heißt also, mehr als ein Drittel unserer Beschäftigten heute sind ehemalige Ford-Auszubildende. Stark. Warte, ich gehe mal kurz hier rein. So, hier ist ja richtig was los. So, gehen wir mal vor. So, die Kennzifferntafel der Berufsausbildung. 1800 sind immer noch hier. 1800 sind immer noch hier. Also das macht deutlich, dass es natürlich eine lange Tradition gibt und dass es eine feste Bindung der Menschen an das Werk gibt und dass die auch gelebt wird. Schulungsraum Pneumatik, SPS. SPS steht für? Speicherprogrammierbare Steuerung. Das, was wir draußen gesehen haben. Was wir da draußen gesehen haben. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt hier auch im Modell sehen. Das ist unser Schulungsraum für diese beiden Themen im Metallbereich. Die Elektriker haben dann nochmal einen eigenen Schulungsraum, den werden wir später sehen. Und so wird heute halt gelehrt und gelernt. Das heißt, da oben, da läuft das Programm ab und die Maschine arbeitet es ab? Ja, ganz genau. Das sind ja typische Anwendungen, so wie wir sie auch im Betrieb haben, eben, dass sich Zylinder bewegen, dass sich ein Band bewegt, dass etwas von A nach B transportiert wird, hier mit einem Zylinder. Und das muss halt programmiert werden. Und hier haben wir so die Zwischenlösung, damit Auszubildende einfach verstehen, was auch der technische Teil hinter der Steuerung ist. Okay, das heißt, da geht es jetzt weniger um die Autos, sondern um die Fertigungstechnik. Das heißt, die Autos werden gebaut, Fließbänder sind da, die werden gesteuert? Ganz genau. Und hier haben wir eine pneumatische Ventilinsel, damit werden halt Zylinder angesteuert, da werden elektrische Signale verschaltet und es geht halt darum, einfach zu erklären, wie muss ich die verbinden, damit es funktioniert. Ja, und hier vorne ist sogar eine Frau. Man sieht immer öfter Frauen, muss man dazu sagen. Du bist wahrscheinlich nicht die Einzige hier, oder? Nein, ich habe noch eine mit bei uns im Beruf. Okay. Was ist denn so schön hier zu arbeiten bei Ford? Oh, die Atmosphäre ist einfach unheimlich schön. Es macht unheimlich Spaß einfach. Ich bin Industriemechaniker und ich habe mit Pneumatik, mit Metall und Ähnlichem zu tun und das macht mir einfach unheimlich Spaß. Okay, das heißt, du bist auch recht begehrt zu Hause, nehme ich an, wenn es mal heißt, mal anpacken, mal mithelfen, Jo, oder? klar. Im Prinzip ist es Handwerk, oder? Kann man das sagen? Jo. Okay. Wie war denn das so als Frau, denn einzusteigen bei Ford, den Arbeitgeber auszuwählen oder war jemand bei dir aus der Familie schon bei Ford? Nein, bei mir war noch keiner bei der Ford, aber das war auch gar kein Problem. Also hier hat man auch gar keine Vorurteile oder Ähnliches. Also ist wirklich schön hier zu arbeiten, die Atmosphäre ist auch super. Und die Jungs sind nett zu dir? Ja. Alles klar. Danke. Ja, ich frage dich mal ganz kurz, was hier zu sehen ist, damit du es mir noch erklärst. Denn also hier zu sehen ist ein Arduino, der mit einem anderen Board verbunden ist, mit Relais. Der ist da vorne der Arduino, der kleine? Genau, hier, nee, nicht Arduino, Entschuldigung, Raspberry. Hier ist der Raspberry, der mit diesem Board verbunden ist. Hier oben sieht man diese Relais, die hier unten die Ventile schalten. Ja. Hier die Ventile schalten. Und hier oben kann man dann auch sehen, welches Relais gerade aktiv ist. Und die sagen auch Bescheid, in welchem Status sich das Ganze jetzt gerade befindet. Genau, ich habe dort so einige Sachen eingebaut, unter anderem einen Lautsprecher, der gibt Sound wieder, genau. wenn das Auto losfährt. Oder? Genau. Und hier vorne ist die Software im Prinzip, die das steuert. Genau. Da kann man sich hier das Ganze auch angucken. Ich mache das mal ganz kurz zu. Das ist immer ziemlich stark, man kann es kaum erkennen, aber schade. Es läuft ein kleines Programm drauf, das heißt, das wird abgearbeitet, oder? Okay, genau. Das, was man da sieht, ist, wie das Programm funktioniert, was die Relais so sagen und ja. Gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht, oder? Genau. Ich starte das mal nochmal. Vielleicht sieht man davon was. Warte, ich schau mal kurz drauf. Da vorne ja. Also es ist ein bisschen zu erkennen, das heißt, es hat auch ziemlich viel zu tun mit Computern, oder? Ja, also das war jetzt ein Projekt, was wir ansonsten noch gemacht haben. Ansonsten habe ich viel mit Pneumatik,
Mit Metall und mit den Kugelrobotern habe ich später noch ein bisschen zu tun. Vielen Dank, Jasmin. Immer mehr Frauen bei Ford, ja. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Mein Name ist Jasmin. Ja, klasse. Und du stehst an einer pneumatischen Übung. Genau. Also wir haben eine pneumatische Schaltung und wir haben hier alles aufgebaut. Jetzt müssen nur noch die Schläuche verbunden werden. Und die Schaltung ist eigentlich ziemlich einfach. Man muss einfach auf den Knopf drücken und dann werden die Zylinder sozusagen von unserem Impulsventil, also 5-2er-Ventil, gesteuert. Und diese Rolltaster, die BGs, sagen sozusagen, ob der Zylinder eingefahren ist oder ausgefahren ist. Zum Beispiel hier ist BG1 betätigt und hier ist auch BG3 betätigt. Und sobald Zylinder 1 ausfährt, wird dann BG2 betätigt. Und dieser BG2, hier sieht man das am Plan, weil wir haben hier das noch nicht verbunden. BG2 hier gibt dann dem Impulsventil, also dem 5-2er-Ventil, Bescheid, okay, Zylinder 1 ist ausgefahren und dann fließt hier Druckluft durch und dann fährt der Zylinder 2 aus. Und dann wird BG4 betätigt. BG4. Ich verstehe, also im Prinzip ein Schaltplan, der ist nachzubauen. Genau. Und da ist einiges zu tun, man muss zum Beispiel Schläuche draufstecken. Ja. So, jetzt frage ich mal ganz kurz, ja, das sieht ja eigentlich ziemlich kompliziert aus, aber du hast ja keine Angst, wenn auch praktisch ein anderes Mädel mit dabei ist? Nein, also das geht eigentlich. Tag der offenen Tür hier, ist das schön für dich? Ja. Warum? Weil man da auch Sachen ausprobieren kann. Sie zeigt das auch gut? Ja. Okay, klasse. Ja, hier vorne sieht man so ein bisschen, die ist jetzt schon in Betrieb, gell? Ja, genau, das ist eine Taktkette. Das ist einfach. Hier nochmal mit dem Druckknopf wird es angemacht und dann haben wir einen Timer eingebaut, damit das im Kreislauf läuft, aber jedes Mal 10 Sekunden sozusagen wartet. Und diese Rolltaster steuern sozusagen unsere Taktkette, die wiederum dann die Zylinder laufen lassen, beziehungsweise. Ja, es klingt nicht ganz so einfach. Wie lange hast du denn gebraucht, um das alles zu wissen? Wir haben jetzt in dem ersten Ausbildungsjahr und im zweiten Ausbildungsjahr hatten wir mehrere Wochen Lehrgänge hier bei Ford. Das hat uns natürlich auch sehr weitergeholfen, weil wir sind ziemlich viel weiter auch als unsere Mitschüler in der Schule zum Beispiel. Und es ist eigentlich nicht so schwer, wenn man einmal drin ist und das verstanden hat, geht das eigentlich ganz gut. Es sieht nur sehr kompliziert aus. Dankeschön. So, hier haben wir eine Prüfungsarbeit und das ist der Fabian. Ich grüße dich, Fabian. Hallo. Du zeigst den Leuten ein bisschen was. Ja, genau, ich zeige den Leuten unsere Zwischenprüfung von 2018, die wir jetzt vor kurzem abgeschlossen haben. Wir haben die komplette Vorrichtung haben wir halt selbst bearbeitet, gefräst, gedreht. Komplett selbst gefräst? Genau, die haben wir komplett selbst gefräst. Wir haben während der Prüfung an sich haben wir 5 Teile noch zusätzlich fräsen müssen, damit halt zum Beispiel jetzt die Stifte hier durchfallen. Das wäre hier oben der Schlitz, wo jetzt die Stifte drin liegen. Wir haben hier das Blechteil, haben wir gebogen. Ja, wir haben halt die komplette Pneumatikschaltung noch aufbauen müssen, innerhalb von 8 Stunden. Ja, genau, die Verkabelung, also Verschlauchung in dem Fall. Man hat aber auch vorher gewusst, wie die Prüfungsaufgabe war, oder, genau, oder gab es da so Details, die Das waren, ich will fast sagen, wie ein kleiner Block. Das waren 7, 8 Blätter. Da drin haben unter anderem die ganzen Fertigungsschritte von den Bauteilen, die wir noch machen mussten, während der Prüfung gemacht. Unter anderem auch der Pneumatikplan. Und dafür hat man halt, wie gesagt, 8 Stunden Zeit für. Und es hat gut funktioniert bei dir? Ja, das hat, würde ich behaupten, sehr gut funktioniert, ja. Und entsprechend die Note war gut? Ja, die Note war entsprechend gut. Wie war die? Die praktische Prüfung war bei mir eine 92. Ja. Und das ist gut, 92 Punkte von 100, oder? Genau, 92% von 100%. Ja, prima. Du bist der Erik? Jupp. Das ist eine andere Aufgabe? Ja, ich erkläre den Leuten hier auch, wie das funktioniert. Das ist im Grunde dieselbe Prüfung, also von unserem Jahr. Und da ist der Unterschied, da ist kein Zeitventil dabei. Also
Das da. Ja. Das macht so viel aus, wie wenn man jetzt hier auf den SJ1 Startknopf drückt, fährt der aus. Dann ist er im Dauerlauf, der Test. Er fährt dann automatisch nochmal zurück und schiebt hier diese kleinen Däler raus rein. Die haben wir auch müssen ja machen. Ne? Genau. So, wenn man jetzt will den Dauerlauf abbrechen, also wie ein Notaus, legt man hier den Hebel um und dann stoppt er automatisch und fährt nochmal zurück. Ich nehme an, das ist genau die Steuerungstechnik, die ihr auch hier im Werk einsetzt, oder? Dass ihr das lernt, also praxisbezogen. Dass wir vorbereitet können, genau. Dass wir das nachher auch anwenden können. Okay, das heißt, wenn also ihr gut drauf seid, seid ihr verantwortlich dafür, dass die Fließbänder später laufen, oder? Ich denke schon, ja. Ja, auf jeden. Ja, das ist ziemlich wichtig. Ja, auch hier, da ist so eine ähnliche Steuerung? Nee, ist anders. Ja, im Prinzip ist es halt selber. Da ist eine Zwischenprüfung von 2016, auch pneumatisch gesteuert. Nur bei dieser Prüfung ist es halt, da hat man keinen Einzellauf, da hat man nur einen Dauerlauf. Wenn es demonstrieren kann, hier startet man den Dauerlauf, dann fährt der Zylinder aus und ein. Und bei der Ausfahrbewegung schiebt er halt ein Teil aus dem Fallmagazin raus und bei der Einfahrbewegung zieht er quasi eins zurück. Und, ja. So, und hier stoppt man halt den ganzen Prozess. Man fährt der Zylinder halt in die hintere Endlage zurück und wird hier durch die Drossel-Rückschlagventile halt dementsprechend kann man die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell der aus- und einfährt. Also hier wäre zum Beispiel jetzt eine Maschine, die würde jetzt Bauteile durchschicken oder abschneiden oder was auch immer, was man machen könnte. Ja, das ist quasi eine Vereinzelung aus dem Fallmagazin. Da haben wir ein Fallmagazin mit einigen Teilen und wenn zum Beispiel in der Taktzeit die und die Teile... So, da brauchen wir jetzt einen Teil, zum Beispiel alle 15 Sekunden und dann wird das dann dort ausgeschossen. Und dann kann man das kann man ein Zeitventil noch zwischenschalten, dann kann man das genau in die Taktzeit einstellen, wie es halt gebraucht wird. Dass die Teile an der richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Ich meine, du bist recht zufrieden mit der Ausbildung bei Vor Ort? Ja, auf jeden Fall. Was war deine Motivation, das den Leuten hier zu zeigen? Also ich meine, das ist jetzt Samstag, du könntest ja auch draußen schönes Wetter Fußball spielen. Ne, ist halt cool, Leuten zu zeigen, wo jetzt halt gar nichts mit Industrie oder Handwerk so zu tun haben, was für Techniken es da gibt, die man so draußen in der Schule oder so gar nicht so... Das ist ja auch alles, das sieht ja auch nicht so aus, als ob man es jetzt im Globus permanent kaufen und braucht. Ja, das ist sehr speziell, oder? Das heißt, in der Fertigung ist das hier top. Ja, auf jeden Fall. Ist halt, wie gesagt, ein Prüfungsstück, eine Zwischenprüfung. Ich weiß nicht genau, wie viel Prozent der Herr da bekommen hat, aber ist halt schon... Ist gut geworden, oder? Ja, sonst wird es nicht hier stehen. Vielen Dank, Dankeschön. So, hier ist der Lukas, es gibt das Bewerbertraining. Der Lukas sieht noch ziemlich jung aus, muss ich sagen. Hallo, hallo Lukas. Hallo. Was ist hier zu tun heute? Hier können die Besucher einen Einstellungstest probieren und sich üben. Das heißt, es ist noch nicht jetzt echt? Nee, schon echt, aber also es wird halt nicht bewertet, aber da kann man halt schon mal wissen, wie es so später aussieht. Wenn du mir mal kurz erklärst, was da so typische Fragen sind. Oh, typische Fragen gibt es anscheinend, aber hier sieht man halt so die verschiedenen Teile, die man mal bearbeiten muss, zum Beispiel Mathe, Deutsch, Englisch. Okay. Ist von allem was dabei. Schwer? Geht so. Kommt drauf an. Für manche leichter, für manche schwerer. So, das heißt, es gibt den nächsten Test. Du bist wahrscheinlich schon ziemlich aufgeregt, oder? Es geht. Es geht ja noch um nichts, oder? Ja. Okay. So, und du? Wie ist es bei dir? Naja, also ich bin auch nicht wirklich aufgeregt, weil es ja nicht bewertet wird. Okay, das heißt also, einfach jetzt mal zuzugucken, wie so ein Test abläuft, ist schon ganz interessant, oder? Ja. Okay. Wie hast du erfahren von dem Tag heute? Über das Internet. Über das Internet, okay. Dankeschön. Ja, das wäre aber jetzt das echte Leben quasi jetzt hier, oder? Ja, ganz genau. Aber wir befinden uns ja auch direkt in der Zeit, in der man sich bei uns bewerben sollte. Und insofern macht Bewerbertest jetzt und Bewerberübung einfach Sinn. Und ich kann jedem jungen Menschen nur raten, sich die Möglichkeit, solche Möglichkeiten halt auch anzunehmen und dort, wo es immer geht, mal auszuprobieren, wie so ein Test funktioniert. Ja, das heißt, gutes Allgemeinwissen ist wichtig bei Vor Ort. Gutes Allgemeinwissen ist wichtig. Es ist für unseren Test nicht entscheidend. Bei uns ist wichtig, dass man die Grundrechenarten kennt, ne, dass man ein bisschen was über Physik und Chemie versteht, dass man ein bisschen technisches Verständnis hat. Und am wichtigsten ist natürlich, dass man ein Mensch ist, der mit anderen kann, damit wir im Team arbeiten können und aus dem auszubilden und damit einen Facharbeiter der Zukunft machen zu können. Hier ist jemand, der schon grinst über beide Backen. Ja, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Hallo, ich bin die Diana Grün. Was ist Ihre Aufgabe? Ich bin hier in der Verwaltung, bin für die Schülerpraktikanten zuständig und für die Azubis.
Das heißt, Sie kümmern sich darum, dass die Leute jetzt hier durchgeführt werden, oder was machen Sie heute? Heute mache ich den Test mit den zukünftigen Azubis, hoffe ich. Den Einstelltest, damit sie sich vorbereiten können, was vielleicht noch in der Schule fehlt, was sie noch nicht gemacht haben. Wenn man jetzt so einen Test macht, das heißt, man kommt zum Vorstellungsgespräch, auf was ist denn so ein bisschen zu achten? Auf was legt der Wert? Oh, beim Vorstellungstest, dafür ist der Wolfgang Buchheit, die Aus- und Weiterbildungsabteilung, zuständig. Die kann Ihnen bestimmt Da fragen wir mal den Herrn Buchheit, ja. Auf was legt der großen Wert? Ja, also wir wollen natürlich zuerst mal den Menschen kennenlernen, der sich da bei uns bewirbt. Und ganz wichtig ist, dass man ein bisschen was über das Unternehmen fortweist, dass man etwas über den Beruf weiß, den man da ergreifen möchte. Ja, und dann interessieren uns natürlich auch die Hobbys. Wie verbringt man seine Freizeit und wie sieht man sich selbst so im Leben? Okay, also gut wäre zum Beispiel, wenn ich schon seit dem 13. Lebensjahr an irgendwelchen Motorrädern rumschraube, Motoren zerlegen kann und natürlich auch eine Einzelmatte habe, dann... Das ist nicht unbedingt notwendig. Wir haben das Selbstverständnis, dass es unsere Aufgabe ist, aus den jungen Menschen Facharbeitern zu machen und denen den Beruf beizubringen. Aber wir wollen natürlich vorher wissen, ob jemand grundsätzlich geeignet ist. Und ein bisschen Rechnen und ein bisschen technisches Verständnis ist da von Vorteil. Du hast ja unglaublich viele Leute schon ausgebildet. Wenn die so nach 3 Jahren rausgehen, man hat ja so das Gefühl, man hat nichts gelernt in 3 Jahren. Die kommen aber als fertige, ich sag mal, Leute raus, können unglaublich viel. Das dauert ein bisschen, das heißt, geht nicht von heute auf morgen, oder? Genau, und Berufsausbildung ist ja immer nur Grundlagenausbildung, so ehrlich muss man sein. Ich habe selbst hier gelernt, ich bin 40 Jahre im Unternehmen und da sind ganz, ganz viele Stationen passiert. Und oftmals wundere ich mich darüber, dass Azubis, die man früher gekannt hat, wo man vielleicht auch ein bisschen Vorbehalte hatte, plötzlich an Stellen auftauchen, wo man dachte, Mann, der hat aber eine Entwicklung mitgemacht, das ist unglaublich. Das, was ihm vielleicht mehr Spaß gemacht hat, ein bisschen? Ganz genau. Das zeigt sich dann erst Jahr später und wenn die dann erstmal im Betrieb sind und dann blühen manche auf und entwickeln sich in unglaublicher Geschwindigkeit. Danke. Der Schulungsraum Hydraulik, ja. Ihr habt gesagt, ihr wartet schon auf uns, ja. Wenn ihr euch mal kurz vorstellt. Hallo, ich bin der Lukas. Ich bin im 4. Lehrjahr. Okay. Wir lernen beide Industriemechaniker. Und du? Ich bin die Tamara. Und mache es selber wieder. Noch eine Frau direkt wieder. Das heißt, es gibt immer mehr Frauen bei Ford. Ja, das stimmt. Okay. Ist das schön hier, eine Ausbildung zu machen? Ja, auf jeden Fall, weil man halt mit vielen Männern arbeitet. Das heißt, man hat halt ein angenehmeres Arbeiten als nur mit Frauen. Okay. Ist das so? Vielleicht etwas weniger zickig, das heißt, die Mischung passt. Ja. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Frauen immer zickig sind, aber hier vorne kommt es öfter zu Reibereien. Und die Männer, so die Mischung, das ist schon ganz gut. Ja, das hier sieht schwer aus nach irgendeinem Plotter. Ja, also wir haben hier das Programm Solid Edge. Das ist ein Programm zur Erstellung von dimensionalen Körpern in 2D- und 3D-Ansicht. Die Körper werden halt, sage ich mal, wie in der Mathematik über die X- und Y- und Z-Achse konstruiert. Man kann die Bauteile nachher fügen zu einem kompletten, also die Halbzeuge zu, sage ich mal, einem kompletten Werkstück. Oder ja, zu einer Baugruppe. Und die ganzen Sachen werden eingespeist über USB oder Wi-Fi. Und ja, das heißt, ihr lernt im Prinzip, wie man Sachen ausdrucken kann. Und ausdrucken. Und das Ganze wird dann hier, sage ich mal, auf dem 3D-Drucker dann aufgespielt. Und ja, da sieht man dann halt kleine Modelle. Die helfen uns, sage ich mal, beim Arbeiten innovativ mit. Man spart Zeit, Kosten und man hat halt, sage ich mal, die Möglichkeit, Fehler später beim Karosseriebau oder sowas frühzeitig zu erkennen. Die Teile werden halt, sage ich mal, hier oben, wie mit dem, sag ich mal hier mit dem, das da ist die ausführende Achse oder die Achsen. Man hat hier einmal die Zufuhr für das Material, einmal wird das Ganze wie ein Heißluftföhn, dann sage ich mal, auf das Material übertragen. Das POR da drin, also das Plastik, tut sich verflüssigen und wird dann, sage ich mal, wie beim Spritzgussverfahren auf die Platine aufgespielt. Hier sieht man halt innen drin, vielleicht mal gerade für die Mechaniker, ein Spindelradtrieb. Das Ganze ist halt so, dass die Achse nachher nach unten fährt beim Erstellen von, sage ich mal, höheren Ebenen aufs Werkstück jetzt bezogen und ganz nach unten fährt, wenn das Bauteil fertig ist, zum Abkühlen. Und das Glas hat halt einfach die Funktion, dass das leichter sich ablösen lässt, sage ich mal, das Werkstück, gerade Plastik. Nachher beim Runterfahren kühlt es ab. Hier haben wir nochmal die Information, was gedruckt wird, mit dem Kürzel drauf, die verbleibende Zeit bis zur Fertigstellung des Bauteils. Und ja, wie man hier auch links erkennt, hat man einmal die Möglichkeit Wi-Fi, das heißt, egal wo Sie sind auf der Welt, kann man das auszudrucken, genau, als Packdatei, sage ich mal, uns schicken. Wir tun das Ganze entpacken und dann über Wireless hier aufspielen. Oder halt die altmodische Variante, wo am sichersten ist, man holt das Ganze vom Rechner auf eine externe Festplatte oder auf einen USB-Stick und spielt das hier auf.
Ja. Jetzt ist ja die Frage der Fragen, was hier entsteht gerade. Man kann es ja noch nicht so richtig sehen. Wir haben, das ist jetzt, sage ich mal, ein Teilbereich von einer Handyhülle. Ne? Wir haben drüben in unserer Ausbildungswerkstatt haben wir eine CNC-Fräsmaschine stehen, die fräst im Moment aus dem Block eine Handyhülle. Aus Metall? Ich glaube aus Alu. Also ja, okay. Genau. Auf jeden Fall. Und hinten kommt noch ein Sticker drauf, oder? Entweder ein Sticker oder ich nehme an, dass das da fungiert als Schutz für das Handy, dass wenn man es auf den Tisch schneller legt, dass es dann, sag ich mal, als Puffer ist, dass es nicht ganz so, nicht kratzt. Kaputt Okay, verstanden. Kratzt, genau. Ja, prima. Auch an dich die Frage, warum Ausbildung bei Ford? Ja, ich habe mich schon immer für Autos interessiert und da war halt die Ford im Saarland so das Einzigste, wo man dann an Autos oder mit Autos, sag ich das mal, arbeiten kann. Du hast dich immer für Autos interessiert, das ist ja ungewöhnlich als Frau, oder? Die meisten spielen ja mit Puppen, du hast mit Autos gespielt. Ja, mit Puppen habe ich auch gespielt, also mit Autos habe ich jetzt nicht gespielt, aber so für Autos interessiert. So, sie hat... ich habe mich mit Aussehen interessiert bei genau. Autos. Sie hat auch das Auto, sag ich mal, immer schön gestaltet, also sie Felgen... Ja, okay. Der Lack, schön dunkel. Das Lack Design hat sie angetan, so ein bisschen von den Autos. Okay. Ja, und was ist deine Ausbildung? Was ist der Beruf? Wie heißt der? Industriemechaniker, wie er. Industriemechaniker. Ja, und da jetzt hier im Prinzip die Wahl auf Industriemechaniker. Du hattest ja die Auswahl unter mehreren Berufen. Warum gerade Industriemechaniker? Weil es mich so von den ganzen Berufen am meisten interessiert hat. Jetzt Kfz, das ist ja dann nur so an Autos rumschrauben. Das war jetzt nicht so mein Alles Bereich. machen. Das heißt, am Computer sitzen, Programme schreiben. Es ist sehr vielfältig, oder? Ja. Du musst aber auch feilen können, oder? Ja, im ersten Ausbildungsjahr. Kannst du feilen? Ja, denkt man schon. Dankeschön, euch beiden. Danke. Ja, die ganz hohe Prominenz ist eingetroffen. Ja, die Werkleitung im Ford-Werk Saarlouis. Wenn Sie sich mal vorstellen. Ja, Marco Schunk ist mein Name. Bin der Leiter der Bereich Rohbau, Presswerk und Werkzeugbau. Ja, die Leute sind ziemlich stolz, hier zu arbeiten. Überhaupt ist das Saarland, muss man sagen, Ford und Saarland, die Saarländer, so das ist einer der Dinge, die man so nennt, wenn es um Saarland geht. Das ist nicht nur die Liona oder Rallye Salü, sondern auch Ford. Ja gut, Ford hat natürlich im Saarland einen hohen Stellenwert, auch von der Ausbildung her. Ich habe selbst hier gelernt. Wie lange ist es jetzt schon her? Was haben Sie gelernt? 86 begonnen bis 89, Anlagenelektroniker. Habe dann auf dem zweiten Bildungsweg mich weitergebildet, habe das Fahrabitur noch gemacht und habe dann die Chance genutzt, mit dem Fokus Start, 98 nochmal hier einzusteigen, als Betriebsingenieur damals. Und bin mittlerweile, habe mittlerweile alle Bereiche hier durchlaufen im Werk, vom Rohbau über Presswerk, Lack, Endmontage, Launch-Team, also Neufahrzeuge auf die Füße stellen, bis jetzt nochmal im Rohbau, bis zum Area Manager. Für was spricht denn Ford als Arbeitgeber? Wir haben uns jetzt nicht vorbereitet. Nö, Ford als Arbeitgeber ist immer noch, oder gerade jetzt für die Ausbildung, ist immer noch eine Ausbildung, die, glaube ich, überall anerkannt wird. Es ist qualitativ sehr gut, es ist sehr strukturiert, die Ausbildung, und man kann, wenn man bei Ford gelernt hat, sich überall bewerben. Ja. Ich glaube, man hat sehr gute Chancen. Ihr habt auch werksintern, habt ihr einige Programme zur Weiterbildung, weil viele fragen ja so nach Master, Bachelor und so weiter. Ja, haben wir auch. Wir haben die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, als Dutu-Student hier zu starten im Bereich der Mechanik. Und wir haben dieses Jahr oder nächstes Jahr starten wir mit 35 Auszubildenden und haben aber auch parallel ein Weiterqualifizierungsprogramm für Mitarbeiter aufgelegt, die jetzt noch keine Ausbildung haben. Ja. Der Wolfgang hat mir erzählt, es sind unglaublich viele Leute, die hier Ausbildung gemacht haben. Die sind immer noch dabei. Also er sprach von über 1000, ich glaube 500, die noch hier arbeiten und noch mehr. Ja, wir legen natürlich viel Wert auf die Ausbildung und dann ist das natürlich auch die Stütze des Werkes. Ja? Wir haben einen sehr hohen Ausbildungsstand in der Belegschaft. Und auch die Führungsposition, sag ich mal, gibt es viele ehemalige Auszubildende. Und das
birgt eigentlich auch dafür, dass wir hier eine sehr gute Ausbildung fahren. Ich will ja nur erwähnen, dass der Werkleiter auch hier Ausbildung gemacht hat und der Wolfgang selber, richtig? Ja, und der Wolfgang selber und der Werkleiter ist eigentlich eine Werkleiterin und die hat hier ihre Ausbildung gemacht, sogar auch in diesen Räumen hier. Die hat auch Elektroniker hier gelernt und sie hat es geschafft bis zur Werkleitung und Marco und viele andere sind Beispiele dafür, dass man bei Ford Karriere machen kann. Dazu muss man ein bisschen was tun, gehört mit dazu, aber es ist machbar. Ja, die Nahbarkeit ist wichtig. Ihr rennt hier einfach so rum in der Werkleitung. Das heißt, die Leute kennen euch, obwohl es ein paar tausend Leute sind. Seid ihr so eine große Familie? Ja, klar. Wir sind viel auf dem Shopfloor, unten in der Produktion, gehen zu den Leuten, ist ein Teil unseres Tagesablaufes und ist wichtig. Ja, es ist wichtig, dass man den Kontakt zu den Mitarbeitern hält und auch auf die Bedürfnisse und auf die Themen der Mitarbeiter eingeht. Ja. Ganz klar. Ja, wenn Sie die Leute jetzt mal motivieren möchten, sich hier zu bewerben, ihr habt verschiedene Ausbildungsberufe, Sie mal kurz direkt mal in die Kamera schauen und denen einfach mal sagen, es lohnt sich bei Ford eine Ausbildung zu machen. Ja, also wer Interesse hat, kommt her, kommt zu den Ford-Werken Saarlouis. Wir bieten unterschiedliche Berufssparten an und mit der Ausbildung hier bei uns bei Ford könnt ihr euch wirklich qualifizieren. Ihr erhaltet eine sehr gute, strukturierte Ausbildung, mit der ihr überall in der Wirtschaft in der Folge die Möglichkeit habt, gut Fuß zu fassen. Ja. Vielen Dank, danke. Gerne. Der Marco hat natürlich heute seinen Sohn mitgebracht. Der Sohn, der macht auch ja. Hat natürlich heute seinen Sohn ja gut, mitgebracht. Der hat es natürlich besonders schwer. Ich nehme an, der hat es wahrscheinlich nicht einfacher als andere, oder? Ja, geht. Ich nehme an, du machst auch hier Ausbildung oder willst du Ausbildung machen? Ich bin halt mal dafür zu gucken, ob das vielleicht was für mich ist. Ja, an die Fußstapfen vom Papa zu treten, ja. Ist das, was man vielleicht doch nicht will? Oder? Ja, geht. Also kann man machen, aber muss man auch nicht. Aber ich denke, das gefällt mir vielleicht und dann kann ich das doch ruhig machen. Ja, das sehe ich auch so. Wie ist dein Vorname? Jannis. Jannis, danke. Ja, es geht wieder um Metalltechnik und diesmal sehen wir Roboter. Ja, genau. Und hier in unserer Werkstatt, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Da haben wir einmal die mechanische Werkstatt und zum anderen aber auch die Roboter, die ja ganz wichtig sind für unser Werk. Davon gibt es über 1000 Stück im ganzen Werk. Also jemand, der das jetzt hier sieht, man kann sich noch bewerben, richtig? Man kann sich noch bewerben, ja. Und wir freuen uns über jede Bewerbung, die jetzt reingeht. Und das geht noch bis zum Ende des Jahres. Bis zum Ende des Jahres. Also bis 31.12.2019 können Sie sich bewerben. Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, die entsprechenden Berufe, die ihr ausbildet hier? Das ist der Elektroniker für Automatisierungstechnik, das ist der Industriemechaniker und der Kfz-Mechatroniker. All die. Ja, wir gehen mal durch. Du sagst mir, wo ich lang gehen soll? Ja, vielleicht fangen wir tatsächlich einfach hier an und gucken mal an. Das ist unser KUKA-Schulungszentrum. Ja, man sieht hier 4 Industrieroboter, so wie sie auch in der Fertigung vorkommen. Die sind ein bisschen kleiner, macht aber der Technologie keinen Abbruch. Und an diesen Roboter zum Beispiel werden alle unsere Auszubildenden ausgebildet, aber auch die Mitarbeiter der Fertigung, Instandhaltungsbereiche. Das ist ein echter Roboter und das sollen ja auch die Teile sein, die später auch vorkommen. Es wird ja sonst keinen Sinn machen. Ja genau, das ist also ein echter Roboter. Natürlich bewegt er jetzt hier nur Würfel durch die Gegend und macht irgendwas. In der Realität hätte der eine Schweißzange oder einen Greifer vorne dran. Aber es ist so, genau so ein Gerät und genau die Steuerung ist dieselbe wie draußen im Betrieb. Ja, ich zeige das mal gerade, da ist die Steuerung. Sieht man jetzt nicht so viel, da vorne ist sie. Da ist ein kleines Programm, oder? Ja, das Programm läuft auch jetzt. Also es ist ein bisschen größeres Programm, aber ja. Beziehungsweise mehrere Programme, die dann zu einem großen zusammengeschrieben wurden. Ja, ich nehme an, da ist die Technik auch permanent. Es gibt laufend neue Sachen der Robotertechnik. Ja, auf jeden Fall. Bei uns im Werk sehr entscheidend für die Produktion. Das heißt, es sind hier ganz viele Roboter im Einsatz bei Ford? Ja, sehr viele. Das Auto wird sehr viel vom Roboter zusammengebaut. Vor allem im Rohbau, da sind, glaube ich, mehrere tausend Roboter in der Rohbauhalle und die werden ja alle von Mitarbeitern bedient. Und ich finde es bei Ford vor allem auch, dass hier in der Grundausbildung dieser wöchige Roboterkurs stattfindet. Das ist schon auch was Besonderes für Ford und ja. Jetzt mal eine Frage in der Ausbildung. Ist man denn auch schon am Arbeiten in der Halle dann oder macht man nur Ausbildung während der Ausbildung? Also man ist ja auch im Betriebseinsatz, da lernt man auch die verschiedenen Fachbereiche kennen. Da ist man dann auch draußen im Werk, da kommt es natürlich darauf an, was anfällt, was für Arbeit man dort erledigt, aber man ist auch hautnah dran. So, hier vorne ist auf, ich nehme an, da ist eine Schutzschaltung drin, das heißt, wenn hier geöffnet ist, dann kann er nicht loslegen, oder? Ja gut, da ist eine Schutzschaltung an der Tür dran, das heißt, wenn die Tür offen ist, kann man den Roboter nur in einem Teach-Modus bewegen
Da muss man dann auch eine Zustimmtaste drücken. Die ist an diesem Pad hinten dran, sind dann die Zustimmtasten und auch die Bewegungstasten. Und wenn man die dann loslässt bzw. durchdrückt, bleibt er auch sofort stehen. Und auch nur mit einer geringeren Geschwindigkeit, wie man jetzt drüben sieht. Das ist der Automatikmodus, das ist Vollgas. Das ist momentan 2 Meter die Sekunde. Und ich zeige das mal gerade hier vorne, da sieht man es ein bisschen besser. KUKA ist gut? KUKA, ja gut, das ist einer von den Marktführern. Aber es gibt im Werk auch noch andere Modelle. Okay, das heißt, Teach-Modus heißt, ihr könnt den Roboter führen, der merkt sich, wo er ist? Genau. Okay. Wenn du mir das mal kurz zeigst, geht das? Und zwar, mach schon am besten du kennst ja mit dieser Steuerung. Also Du bist wer, wenn ich mal vorstellst? Ich bin Daniel Ostermann, ich mache eine Ausbildung hier bei Ford als Industriemechaniker und wir haben einen Roboterlehrgang hier gemacht und kann ich mal demonstrieren, wie er halt den heißen Draht am besten voll abfährt. Da kann jetzt nichts passieren, das heißt, der fährt ganz langsam. Nur mit meiner Zustimmung kann ich den fahren, wenn ich jetzt gehen lasse, bleibt er sofort stehen. Okay, teachen heißt, ihr könnt da vorne den Kopf führen dann, oder der merkt sich das? Mit den Seiten hier, mit dem Bedienerpult, kann man halt den von Hand verfahren. Man tut mit Touch-Up die entsprechende Position speichern, die tut halt dann die speichern und die wird dann halt mit verschiedenen Befehlen, wird die dann abgefahren. Ja, schon ziemlich abgefahren. Ja, es ist sehr geil, vor allen Dingen, wenn man so die ganze Technik dran versteht. Und vor allen Dingen der Lehrgang ist sehr intensiv, aber es macht richtig Spaß, mit so einem Roboter näher zu verfahren und zu bewegen. Aber es ist nichts, was man im Prinzip nur Theorie, die man später nicht mehr braucht, sondern das wird hier im Werk angewendet. Wird ja fast zu 80% wird hier im Werk nur noch mit Roboter gearbeitet. Also wenn da irgendwas passiert, sollte man wirklich mit dem KUKA-Roboter, mit den Robotern hier echt zurechtkommen. Und du bist jetzt in welchem Lehrjahr? Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Drittes Lehrjahr. Wie war denn das, als du hier angefangen hast? War das so ein bisschen mulmiges Gefühl? Wie wird es weitergehen nach der Schule? Was hast du für eine Ausbildung? Also ich habe vorher Schule? Vorher Schule habe ich MBA, mittlerer Bildungsabschluss gemacht. Habe ich hier beworben. Bin einfach ins kalte Eis reingesprungen und habe zum Glück hier eine wirklich gute Stelle gefunden. Ja. Bin echt froh drum, weil er wird eigentlich sehr gute Ausbildung hier gemacht. Ja. Und bin echt froh, hier zu sein. Und man sieht, sowas findet man sonst selten irgendwo im Betrieb, dass man hier solche Roboterzellen stehen hat und von KUKA selbst hier programmieren darf. Okay, das heißt, man ist anschließend noch sehr gefragt. Das Thema Automatisierung, egal ob es jetzt demnächst Elektroautos gibt oder was auch immer, das stirbt nicht aus. Nee, auf jeden Fall nicht. Industriemechaniker werden in jedem Betrieb händeringend bestimmt gesucht. Vor allen Dingen, weil der Beruf ist sehr vielseitig. Man tut verschiedene Sachen machen. Metallbearbeitung hier, Programmieren, Automatisierungstechnik. Ist überall sehr vielfältig. Wie war denn das Umfeld? Wie hat das denn aufgenommen, als du gesagt hast, ich arbeite jetzt bei Ford? Bei mir in der Nachbarschaft arbeiten welche, aber haben viele den Hut gezückt und haben gesagt, wow, bei Ford zu arbeiten, hast du da wirklich keine Kontakte gefunden oder Connections, wie du da hingekommen bist, weil wirklich... Man kann sich aber einfach nur bewerben, das heißt, man braucht kein Vitamin B, man schreibt eine Bewerbung einschicken. Wenn du genommen wirst, wirst du zum Einstellungstest gerufen, dann muss man halt eben zu Hause online einen Einstellungstest absolvieren und dann wird man nochmal hier hingebeten, um selber zu gucken, ob er wirklich die Leistung erbracht hat, und wenn das passt, kommt man zum Vorstellungsgespräch, und wenn das funktioniert, darf man hier anschließend stehen. Ich muss auch sagen, dass die Leute, die hier die Einstellungen machen, teilweise auch hier selbst gelernt haben. Das heißt, die können sich aus und wissen genau, worum es geht. Oder? Ja, genau. Die haben gerade draußen im Betriebseinsatz, haben schon viele gesagt, den Carsten Kissel kennt man, weil viele wirklich draußen im Betrieb bei uns hier die Ausbildung absolviert haben und jetzt draußen im Betrieb arbeiten und da die Produktion am Laufen hält. Wie ist denn der Zusammenhalt unter den Kollegen? Man hat zusammen viel Spaß. Man macht viel Scheiße auch, ist klar, aber das ist überall so, denke ich. Aber wenn durch harte Fahrt kommt, helfen wir miteinander. Wenn Probleme mit den Robotern ist, geht man zu der anderen, fragt, warum, wieso. Und die Zeit geht schnell rum hier? Ja, schon. Geht schon schnell rum, ja. Das ist mein drittes Ausbildungsjahr, wenn ich dran denke, früher erstes, wie das damals war, und jetzt stehe ich hier an den Robotern. Und dann ist nur noch Zwischenprüfung, jetzt bald Abschlussprüfung, geht schnell vorbei. Also nicht nur feilen? Nee, wird anfangs okay, muss man durch, ist eine scheiß Arbeit, muss aber überall gemacht werden. Ja, man lernt es aber, das heißt also ganz präzise, ganz genau zu sein, darauf kommt es an, oder? Auf den 100. Millimeter sollte man wirklich darauf achten und man versteht die Technik dahinter. Alles klar. Ja, du bist ziemlich ehrlich, aber das liebe ich an dir, danke. So, wir haben uns wieder an dem Punkt hingestellt, wo wir angefangen haben, mit Wolfgang Buchheit zusammen. Ja, jetzt haben wir alle Stationen durchgeguckt. Ihr sucht Azubis. Ja, genau. Es war anstrengend, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe heute mal in ein anderes Geschäft hineinschnuppern können. Ja, wir suchen Azubis und ich hoffe, dass der Film, den wir heute gemacht haben, auch ein bisschen dazu beitragen können, für uns, für unsere Ausbildung und für Ford
zu werben. Zu werben, genau. Ja. Das ist wichtig. Also ihr sucht ganz viele Ausbildungsberufe, unter anderem. Unter anderem den Elektroniker für Automatisierungstechnik, den Industriemechaniker, den Kfz-Mechatroniker und in unserem Du-Tu-Programm den Industriemechaniker mit Studium Maschinenbau. Ja, das Ganze ist männlich, weiblich divers. Ihr findet die Sachen auch im Text, muss man dazu sagen. Also das ist klar, wenn jetzt der Mechaniker ist, auch die Mechanikerin und so weiter. Genau. Wir machen da keinen Unterschied. Uns sind natürlich die Mädels sehr willkommen und wir haben das ja auch im Film gesehen, in allen unseren Berufen sind auch Mädels unterwegs. Ja, so ist es. Ja, wir haben 2019. Du bist schon sehr lange dabei. Genau, ich habe selbst hier meine Ausbildung gemacht. Ich bin 40 Jahre jetzt schon bei der Firma Ford und ich habe auch ein bisschen was aus der Produktion gesehen. Und jetzt darf ich mich seit über 30 Jahren um das Thema Berufsausbildung kümmern. Ja, auch wenn Sie sich jetzt bewerben möchten, das hier sehen oder jemand sehen, der vielleicht hier eine Ausbildung machen möchte bei Ford, dann scheuen Sie sich nicht, sich zu bewerben. Alles Weitere findet ihr im Text und wenn ihr es nicht findet, einfach auf die Webseite von Ford gehen. Auf welche? Bei azubi-bei-ford.de. Ja, azubi-bei-ford.de. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, wir haben uns wieder an dem Punkt hingestellt, wo wir angefangen haben, mit Wolfgang Buchheit zusammen. Ja, jetzt haben wir alle Stationen durchgeguckt. Ihr sucht Azubis. Ja, genau. Es war anstrengend, aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe heute mal in ein anderes Geschäft hineinschnuppern können. Ja, wir suchen Azubis und ich hoffe, dass der Film, den wir heute gemacht haben, auch ein bisschen dazu beitragen können, für uns, für unsere Ausbildung und für Ford zu werben. Zu werben, genau. Ja. Das ist wichtig. Also ihr sucht ganz viele Ausbildungsberufe, unter anderem. Unter anderem den Elektroniker für Automatisierungstechnik, den Industriemechaniker, den Kfz-Mechatroniker und in unserem Du-Tu-Programm den Industriemechaniker mit Studium Maschinenbau. Ja, das Ganze ist männlich, weiblich divers. Ihr findet die Sachen auch im Text, muss man dazu sagen. Also das ist klar, wenn jetzt der Mechaniker ist, auch die Mechanikerin und so weiter. Genau. Wir machen da keinen Unterschied. Uns sind natürlich die Mädels sehr willkommen und wir haben das ja auch im Film gesehen, in allen unseren Berufen sind auch Mädels unterwegs. Ja, so ist es. Ja, wir haben 2019. Du bist schon sehr lange dabei. Genau, ich habe selbst hier meine Ausbildung gemacht. Ich bin 40 Jahre jetzt schon bei der Firma Ford und ich habe auch ein bisschen was aus der Produktion gesehen. Und jetzt darf ich mich seit über 30 Jahren um das Thema Berufsausbildung kümmern. Ja, auch wenn Sie sich jetzt bewerben möchten, das hier sehen oder jemand sehen, der vielleicht hier eine Ausbildung machen möchte bei Ford, dann scheuen Sie sich nicht, sich zu bewerben. Alles Weitere findet ihr im Text und wenn ihr es nicht findet, einfach auf die Webseite von Ford gehen. Auf welche? Bei azubi-bei-ford.de. Ja, azubi-bei-ford.de. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.